Naitat mano me tava katha subaikunthana. Naitad mano me tava katha subaikunthana. Sampriyate durita dushtamasadu tivram kamaturam harshashoka vayashanartam tasmin katham Tabagatim bimiswami dina Tasmin katham Tabagatim bimiswami dina Naitat mano me tabakatha su vaikuntanat sampriyate durita dushtam asad tibram Kama turam harsasoka vayeshanartam Tasmin katham Tabagatim bimiswami dina. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada hat gesagt, dass damit du in Berührung kommst mit der transzendentalen Welt, Aprakita Jagat, da ist ein einziger Weg. Und das ist durch den Klang. Transzendentalen Klang. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada hat gesagt, um in Kontakt mit der transzendentalen Welt zu kommen, da gibt es nur einen Weg. Und das nennt sich Srauta pantha. Srauta pantha. Dass du Zuflucht suchst beim transzendentalen Klang. So außerdem ist nichts wirklich, was wirkt. So Srauta pantha ist der richtige Weg, um Realisationen zu erlangen. Andererseits ist es nicht möglich. I'm discussing about Srila Prahlad Maharaj Nrsimha topics. So, wir haben heute das Thema Nrsimha Dev und Prahlad Maharaj. 7th canto. It is Prahlad Maharaj speaking in front of Nrsimha Bhagavan. Prahlad Maharaj speaking in front Also da spricht jetzt in dem Vers Prahlad Maharaj vor Nrsimha Bhagavan. Oh Prabhu, this my material mind so mein materieller Geist, der kann nicht berühren die transzendentale Welt. Also der materielle Geist, der will eben gar nicht hören des Apraktika Harikatha, die transzendentale Harikatha. So Srauta pantha können die meisten nicht folgen, weil eben alles voll mit Kama, Krodha, Lust, Ärger, Zorn ist. So Prahlad Maharaj möchte uns eine gute Lektion geben, heraus von seiner demütigen Haltung, drückt eben aus jetzt das vor Nrsimha Dev. Wir wissen, dass Nrsimha Dev auch nicht die Fesseln hat, aber der materielle Geist, also er spricht gleich so für uns. Also er spricht zum Herrn, dass eben die Harikatha, die will ich nicht hören. Ich habe noch nie wollen Harikatha hören, weil ich eben voll mit allen anderen Wünschen bin. Kama, Krodha, manchmal lache ich, manchmal weine ich. This way, I am in a very bad position.
So, auf den Weg, sagt Prahlad Maharaj, er ist in einer sehr tief gefallenen Position. Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat dasselbe gesagt. Ohne Srauta pantha, da gibt es keinen Weg raus. Also du musst dich an dem wenden. Du musst Zuflucht bei Srauta pantha suchen. Du musst zu einem Platz gehen, du musst dein Ohr dorthin tragen, dass du dann transzendentale Relationen zu dir kommen können. Prahlad Maharaj spricht dasselbe. So speziell in der Gaudiya Math, da gibt es Ekayayan Pantha. Also das ist alles kanalisiert, da gibt es keine verschiedenen Meinungen. Das ist straightforward kanalisiert. Im Mahabharat findet man den Vers. Also im Mahabharat findet man eben, dass Rishis immer andere Ideen haben wie andere Rishis. Jeder Rishi hat eine andere Idee. Aber in der Gaudiya Math gibt es auch kanalisierte Ideen. Also wir können nicht unsere eigenen Einstellungen haben, unsere eigenen philosophischen Vorstellungen. So wir können nur vertrauen auf den Srauta pantha, der was durch den einen Kanal kommt. Und wir können nicht unsere eigenen Ideen fabrizieren. Nur dann werden wir wirklich erfolgreich sein. So, zum Beispiel Ekalabhya, denn so wie der vorgegangen ist, das werden wir nicht akzeptieren. Whereas Gurudev speaking, no, don't do this way. Gurudev ignored. But he forcefully wanted to get that kind of teaching. So Gurudev hat ihm gesagt, er soll es nicht machen, aber er hat es gemacht, der Ekalavya. For Dronacharya the Gurudev. He cannot express that. Also, That kind of procedure is not at all. das ist nicht der Weg, wie man in der Gaudiya Math handelt. Also wir handeln, wir folgen Srila Bhakti, Vinod Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati zu 100%. Andererseits ist ein großes Problem. Now you see, Prahlad Maharaj is one of those 12 Mahajans. So Prahlad Maharaj ist einer von den 12 Mahajans, im Srimad Bhagavatam aufgelistet. So Prahlad Maharaj, Die 12 Weisen. Going to give us a lesson, nice lesson. It is So, 6th Adhyay, chapter, das ist jetzt im 7th canto, 6th chapter. Somehow in the school, in Pathshala, Sanda and Amarka Gurudev going for some other place, going for some other purpose somewhere, gone. And those boys, those who are, admitted there in the school, they love Prahlad Maharaj very much. As and when they get a proper time, So die Prahlad, das ist jetzt das Thema, wenn Prahlad seine Schüler unterweist. So die Schüler, die haben auch Prahlad Maharaj total gern. Die sitzen immer um ihn herum und fragen ihn Fragen. Und sie geben sich immer mit ihm ab. Und Prahlad Maharaj spricht eben jetzt über Bhagavatam. always speaking about Bhagavatam, what that kind of teachings he got from, Narasimha. Also die Lehren, was er gelernt hat von seinem Gurudev, Srila Narada Muni, die lernt er jetzt und gibt er weiter in seine Schulfreunde. Und die Lehren sind exzellent. So im 6. Kanto, im 7. Kanto, 6. Kapitel,
sitzen eben jetzt alle die Asura-Bais, die dämonischen. Ja, es sind nicht Dämonen, aber das sind die Schüler von Dämonen, die Kinder von Dämonen. So die unterweist jetzt. Prahlad Uvacha. Durlabam manusam janmo tadapi adhrubam arthadam Kumar acharet pragyo dharman bhagavataniho. This Bhagavad Dharma, who weiß, so das Bhagavat-Dharma, das sollst du praktizieren schon von deiner Kindheit an. Wenn du in das Kindheitsalter, da musst du schon anfangen. Weil das ist das Dharma von Atma, Atma-Dharma. Das nennt sich Atma-Dharma. So Bhagavat-Dharma, das ist nicht, hat keine Beziehung jetzt zu dem Körper, zu dem Geist, zu der Gesellschaft. Das hat nur eine Beziehung mit deinem Atma. So deswegen ist es so exklusiv, das Bhagavat-Dharma. Und das kriegst du nirgends anders von irgendwelchen Seelen in der materiellen Welt oder Leute in der materiellen Welt, was dort verstrickt sind. So er sagt eben, dass das Leben sehr unstabil ist. Und nach einer langen Zeit erlangst du auch den Körper der menschlichen Lebensform. So, das sind 84.000 Geburten, was du, die Seele nimmt. Und dann hast du die Möglichkeit, den menschlichen Körper zu kriegen. So Prahlad Maharaj sagt ihm jetzt, Durlabam, das ist extrem selten. Dhruva bedeutet fix. Adhruva unstabil. Aber es ist doch sehr wichtig. So, es kann ein einzigartiges Ergebnis geben. Also das bedeutet nicht Dharma Artha Kama Moksha in dem Fall, sondern das ist Artha Dham, Artha Dham. Artha Do. Also das ist exakte Bedeutung, das kannst du kriegen. Das kriegst du da heraus. Adrum und Artha Dham. And yathahi purushasya vishnu padopasarpanam yad eso sarva bhutanam priyo atmeswara suhit yathahi purushasya vishnu padopasarpanam. And you see, that's why in this life, Vishnu Seva, Vishnu Charan, to serve the lotus feet of Vishnu. Das ist eben, wenn du in dem Leben dann Vishnu verehrst, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist von allen Schriften die Schlussfolgerung. Vielleicht die Mayavadis, die haben eine andere Idee von den Vedas. Die folgen eben mit Ekayan Padati, so die haben verschiedene Konzepte. Aber was macht es jetzt für uns? Wir sind wenig interessiert, was jetzt andere sagen. Oder was für Meinung sie aus den Schriften nehmen. So it is the exact, meaning of your life to engage yourself in Vishnu Seva. So die Bedeutung vom Leben ist, das Leben des Menschlichen dann in den Dienst von Vishnu zu stellen, von Krishna. So Vishnu sitzt in alle Seelen als Paramatma. Wir wissen das. Also Vishnu sitzt immer im Herzen als Paramatma, die ganze Zeit. Er ist der Beobachter. So woher kommt das Wort Vishnu? Sarvabhuteshu. So überall. Das ist nicht ein Ort da, wo Vishnu nicht da ist.
So deshalb ist es unsere 100%ige Aufgabe, ihn Dienst zu bringen, darzubringen. So deine Aufgabe ist nur das, es existiert nur Vishnu, so ist Tattva, in verschiedene Formen, aber es ist Tattva. Diversified way by the mercy of Maya. But actually Advaigan Tattva, Vadanti Tattva. Es ist eigentlich Advaya Gyan Tattva, Vadanti Tattvam, ja genau. Vadanti Tattva Gyanam Jat Advayam. Only that Advaigan Tattva. Now also Prahlad Maharaj advising, look my friends, actually, it is a usual habit of all Jivatma to search for happiness. Also Prahlad Maharaj sagt eben, jede Seele, jede sucht normalerweise für Glückseligkeit. Bewusst oder unbewusst sucht sie das. But they actually don't know the actual meaning of happiness. They don't know the actual meaning of happiness. Aber die wissen nicht wirklich, was eben das Glück ist, die Zufriedenheit. Die haben keine Ahnung wirklich. Die suchen vor das. Aber sie haben keine Bedeutung, was es wirklich heißt. Wie ein blinder Mann, der was da und da sucht. So ist es mit den ganzen Seelen in der Welt. Die sind eigentlich alle blind, weil eine Verdunklung von Maya ist da und du kannst nicht sehen, wie es wirklich ist. Die können nicht verstehen, eben, dass die wirkliche Zufriedenheit, der Nektar, der ist in dir drinnen, nicht außerhalb. Also in der Upanishad ist es auch so dargelegt. So you see, Prahlad Maharaj now giving this argument, you see, oh my friends. So Prahlad Maharaj sagt, oh meine Freunde, Sukham Andriyakam Daitya Dehu Yogena Dehinam Sarvatra Labhati Daivad Yathaduksham Mayatnataha. If you have the chance to look inside your heart and search by the mercy of Gurudev, you can find, oh my God, I was searching Amrita outside. It is already there inside me. So du kommst eben dann drauf, dass der Nektar nicht außen zum Suchen ist, sondern eben in dir drinnen. Durch Gurudev, das sagt dir das, wo du zu suchen hast. Also das ist fürs Atma. Also Mutter liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Mann liebt die Frau liebt den Mann. Das ist nur also durch Maya. Warum wendest du sonst so viel Energie auf, um deine Familie zu erhalten? Du kriegst schon irgendeinen gewissen Geschmack aus dem raus. Von morgens bis abends arbeiten sie hart, sehr hart, um eben das bisschen Glückseligkeit zu kriegen. Aber Anandam Brahma, im Vedanta in der Upanishad kannst du es vorfinden. So Brahma ist Ananda. So warum suchst du dann Ananda? Warum suchst du Ananda? Weil in deinem Herzen Ananda ist. So Brahma ist auch, hat eine Zusammensetzung aus Ananda.
Brahma ist nicht von der Quantität das Gleiche, aber die Qualität ist das Gleiche. You have the same quality that your Atma is there inside your body. It's of same quality as Brahma is. Also das Atma ist von derselben Qualität als wie das Brahma, weil du eben von Brahma kommst. You are from Brahma, by Brahma. So everything. Okay. So sukham indriyakam daitya deho yogena dehinam sarvatra labhate doivad yathaducham ajata. Prahlad was speaking, oh friends, nobody want to suffer. Nobody never want to Prahlad suffer. Maharaj sagt eben, keiner will wirklich Schwierigkeiten oder Leiden. Why? Nobody want to suffer because suffering is not there. Nobody want to suffer. Mind it. Nobody want to suffer. You want to suffer? No. Also keiner will leiden. Wenn du ihn fragst, willst du leiden, dann sagt keiner, ja. But why then suffering coming in your life? Aber warum kommt jetzt dann das Leid in dein Leben? Why you are suffering? Then why you are suffering? Warum? Because you never want, expect. Because according to your past Du erwartest dir es ja nicht da. Because according to your past activities, it's a must. Durch deine vergangenen Tätigkeiten erwartest du eben das ist ein Muss, dass das dann auf dich zukommt, Leid und Freude. Also du bist gebunden, das zu akzeptieren. You are bound to accept. So nobody can avoid this. Also keiner kann das vermeiden. So, oh my friends, in any journey, maybe you are coming in So the form in of jeder pig, Geburt, aber wenn du in der Geburt als Vigraha, pig. das In Schwein, that case, you can get different kind of enjoyment. also als Schwein findest du genauso Vergnügen vor. If you are getting nice In der Welt. stool, Wenn du zum then you Beispiel can enjoy, freudvoll my life is nachher very an Kot oder was essen kannst, dann freut sich das Schwein. Yes. So das ist das Beste für das Schwein. They are laughing, dancing. Also die Schweine, die tanzen, wenn sie eben so einen Haufen voll Kot vor sich haben und essen können. So das ist für die ein großes Fest. And a tiger, Und der Tiger, in getting one, animal, also der Tiger, wenn der eben Blut trinken kann und Fleisch essen, das ist für ihn ein großes Fest. So hat er sein Vergnügen dabei. So jede Seele, die vergnügt sich eben in der Welt, je nachdem, nach ihrer Natur. Also ihr fühlt euch alle wohl in Mayapur, ihr hört Katha, aber vielleicht ein Bruder von dir, der ist jetzt gern in die Disco und trinkt. So, oder es gibt zum Beispiel Zwillingsbrüder, einer wird ein ganz ehrlicher und der andere, der wird ein Räuber. So, du hast keine Kontrolle über das. So, das totale System ist arrangiert. Du musst bewusst oder unbewusst den Willen vom höchsten Herrn gehorchen. Also du musst demütig sein und es annehmen. Ansonsten wirst du lernen. Mameva mam pravantedi. Also die, was mir hingegeben sein, die können die Maya durchtrennen und können rauskommen. So jede Geburt, wenn du eine Geburt nimmst als Schlange oder Tiger im nächsten Leben, Kuh, du kannst es nicht sagen. In was für einer Situation du sein wirst, keiner kann das sagen. Das aber, es kommt darauf an, auf die jetzige Tätigkeit, was du ausführst.
in a prayer by all Gauriyas, we, under the guidance of Bhaktivinoda Thakur, Pashu Pokki hoye thaki sarge ba niroye, tava bhakti rahu bhakti vinodi hita. Hey Bhaktivinoda Thakur praying. So Srila Bhaktivinoda Thakur, der betet, oh, höchster Herr, my Lord, ich kann in alles eingehen, durch, wie ich eben das auszubaden habe, nach meinen Aktivitäten, die was ich ausgesendet habe. Aber bitte lass mich immer in einem Haus von einem Devotee geboren sein. So, wir haben so viele gute und schlechte Tätigkeiten gemacht. Aber wenn dein Leben geregelt ist von einem Shuddha Vaishnava, von einem reinen Vaishnava, nachher ist es nimmer, dass du irgendwelche fruchtbringende Aktivitäten machst, in gut und schlecht, sondern du bist 100% reguliert vom Guru und von den Vaishnavas. So, da gibt es kein Resultat mehr, sei es gut oder schlecht. So, wir wollen Bhakti. Das ist unser Weg. Und Prahlad Maharaj gibt mir jetzt das Wissen. Er sagt eben, oh meine Freunde, zu den Schülern, in jeder Form, wo sie den Körper verlässt, geht sie wieder in einen anderen Körper ein. Wer kann was sagen? Wohin geht's? So, aber man kann sagen, in jedem Leben werdet ihr ein gewisses Vergnügen haben und ein gewisses Leid. So, das ist ein Muss. So, Prahlad Maharaj sagt, ich würde euch raten, Prahlad Maharaj speaking, it is my suggestion, oh friends, not to waste your life in this way. Tat prayasana kartabbo yato ayur vayoho param. This way you can lose your, life. So auf die Art verlierst du schon nur dein ganzes Leben, wenn du das nicht annimmst wirklich. Also wenn er klein gewesen ist, da ist eine News gekommen in die Zeitschriften. Was war das für eine Nachricht? Also eine Nachricht ist gekommen, dass ein Friseur, der was in Kalkutta lebt, der hat im Lotto gewonnen, also 1 Million Rupees. So, zu der Zeit haben die Friseure so ganz einen kleinen Gehalt gekriegt. Zu der Zeit war das vielleicht 25 Paisa. Bus fare, 25, I can remember, 7 Paisa. 7 Paisa hat zu der Zeit zum Beispiel der Bustransport oder sowas gekostet. Aber wenn der Friseur jetzt gesehen hat, oh jetzt kriegt er 1 Million, 1 Million hat er gewonnen, nachher hat er sich so gefreut und er hat einen Herzinfarkt gekriegt. So, wer vergnügt sich jetzt? Oder wer hat jetzt was davon von der Million? Hat er wirklich was davon? Denkt nach und nach über das. Also ich kann noch mehrere Beispiele geben. Also 30 Jahre zurück ist auch einmal ein Vorfall gewesen. Also der Vater von seinem Freund Gujarati, er sagt, oh, was für Nachricht ist gekommen. Also ein ganz ein reicher Mann, er hat keine Kinder, keine Verwandten, er hat nur ein...
ein Hund, und sein Hund, der nennt sich Tommy. Und er hat davor einen Vertrag gemacht und hat alles seinem Hund hinterlassen. Also sein ganzes Anwesen, sein ganzes Geld, alles. Also man kann da nicht, da muss man sagen, er muss ein ganz großer Hund selber sein, dass er das eben in dem Namen von dem Hund jetzt alles überschreibt, sein ganzes Anwesen. Also was sind das für Situationen? In Bihalla, das sind auch sehr reiche Leute. Also da ist eine Person, die haben ein Haus in Kalipur in Kalkutta. So in dem Haus haben sie 7 Hunde von verschiedenen Ländern. Ein Hund von Schweiz, ein Hund von Indien, ein Hund von Amerika, verschiedene Orte. Japan und so weiter. 7 verschiedene. So, und die organisieren 7 verschiedene Lehrer und Doktoren haben sie für die Hunde. Und Diener, und jeder Hund hat ein verschiedenes Menü, was er eben mag. So, das kochen sie. So, die spenden Millionen von Dollar für die Hunde. So, die Frage ist jetzt von ihm, also wenn du das Glück jetzt von dem Hund siehst, so wie der sich vergnügt, der Hund, der vergnügt sich mehr wie arme Leute. Er hat einmal eine ganz arme Dame gesehen, er hat nicht einmal was, um ihr Kind zu nähren. So, sie kriegt vielleicht ein bisschen das Baby sie hat ihm selber keine Milch gehabt und sie hat ihm dann ein bisschen Reiswasser, so Reismilch gegeben mit ein bisschen Salz, das hat er gegessen am Bahnhof. So eben, das sind solche verschiedenen Umstände. Die Seele, die was jetzt in einem Dog, in einem Hund verkörpert ist, hat so ein Ausmaß, dass es so viel Vergnügen und so viel Geld für ihn verwendet wird. Also was hat er für großes Glück, der Hund? Und zum Beispiel, wie ist es jetzt mit dem Kind, was am Bahnhof ist? So, und nach dem soll man eben unseren Geist jetzt beruhigen und verstehen, dass das Vergnügen nicht unser Ziel ist. So, wir sagen im Westen immer, oh, vergnüg dich doch im Leben, vergnüg dich doch im Leben. Du hast auch Leben, du musst doch Vergnügen haben im Leben. So, was meint man dabei? Das sind Idioten. Swami Maharaj Srila Prabhupada hat gesagt, das ist eine Katzen- und Hundegesellschaft. Ich weiß, eure Gesellschaft, das ist, Swami Maharaj hat gesagt, es ist eine Gesellschaft von Katzen und Hunden. Ihr wollt prüfen, dass ihr zivilisiert seid, aber in jeder Sekunde kann ihr prüfen, dass euer Leben nicht höher ist als wie ein Hund. Vielleicht wird es ärgerlich mit mir sein, aber das muss ich sagen, ist die Wahrheit. Ihr habt keine Aussicht auf irgendwas Höheres. Nichts, kein Ziel. So Prahlad Maharaj, der sagt, oh meine Freunde, ich würde auch raten, also verliert nicht eure Zeit. So das Leben ist total kurz. So, das Ziel ist, die Lotusfüße von Vishnu, Mukunda
zu verehren. Durch das sind alle Probleme gelöst und du hast die höchste Glückseligkeit. Sorry to speak that we cannot do bhajan properly. Aber wir sind eben so vom Unglück begünstigt, immer beschäftigt mit materiellen Körper und mit materiellen Geist. Und jetzt gibt Prahlad Maharaj eins nach dem anderen Lehren, seine Freunde. Also wenn ein Mann zum Beispiel der Frau im Geheimen spricht, oder sich vergnügt. Sie machen Witze miteinander und sie vergnügen sich so. Und Prahlad Maharaj sagt jetzt, okay, die werden ein bisschen an Rasa und Geschmack draus kriegen, aber das ist materieller Rasa. So, die ganze Welt, direkt oder indirekt, die vergnügt sich mit so einem Rasa, mit so einem Geschmack. Er hat schon gesagt. Also ein Pig, ein Schwein, das vergnügt sich auch. Eine Ameise genauso, ein Moskito genauso. So ein Moskito, der freut sich, wenn er wieder und wieder Blut schmecken kann. Und der freut sich eben, der denkt sich, ich will lang leben und ich will wieder mehr Blut und Blut schmecken. So denkt der Moskito. Weil er eben wegfliegt, wenn du ihn jetzt zerschlagen willst, dann fliegt er weg. Sagt, nein, ich will noch mehr trinken, geh woanders hin. So der Körper ist total unstabil und jederzeit kannst du sterben. So, um den höchsten Nutzen zu kriegen, habt eure Gedanken immer an Guru und Vaishnava. So long you are going to maintain your body, you can get your body on this material planet. So better you do bhajan. Also solange du deinen Körper hast, da auf der Welt macht Bhajan, nützt es vollkommen aus. Und Prahlad sagt auf humorvolle Weise. Es ist ein ernsthaftes Thema, aber er macht Witze über die Gesellschaft. Schaut euch an, die Gesellschaft momentan. So wie zum Beispiel eben die Frau mit dem Mann irgendwo zwischeneinander den Rasa kostet, vom Witze machen gegenseitig. Also jeder sucht irgendwie den Rasa. Katham priyaya anukampitaya sangyam rahasyam ruchiramscha manthan. When you meet your wife after a whole day of, whole day you are running here and there. When you come back at home, you are talking with wife very secretly. Also du bist den ganzen Tag auswärts und dann kommst du heim und nachher die Frau wartet auf dich und nachher sprichst du mit ihr, sie macht das Essen. Es ist so ein gewisser Geschmack dahinter, denn was da kosten kann. Why you are putting so much energy? Bhaktivinoda Thakur speaking in Kirtan. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, you must do Kirtan. Repeatedly I am speaking. Also ihr müsst Kirtan machen. Keiner macht wirklich Kirtan. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, I am putting energy for the material world, samsara, like ass. Also ich verwende jetzt, ich lebe wie ein Esel. Ass, Gada, donkey, like a donkey. I am putting all energy. So ich verwende meine ganze Energie wie ein Esel. Tag und Nacht verwende ich meine Energie wie ein Esel, aber habe im Endeffekt kein Resultat. Kisher Sangsara Jayasva. It's like a light, magical light spell.
Like at present, if you are going to watch one theater, Also das ist wie eine Lichtshow. The light is so technology. So heutzutage haben sie sogar, machen solche Lichtspiele, dass zum Beispiel du dann meinst, ein Zug fährt jetzt da vor dir, so im Himmel, Lichtspiele. Also, das können sie alles machen, heutzutage. So, Srila Bhaktivinoda Thakur sagt eben, das ist so ein magischer Vorhang, wie so Lichtspiele. Aber doch verwende ich all meine Energie für das, für den Trugschluss, für die Illusion. Nach dem So, wenn ich nach dem Tag zurückkomme, heim und mein kleiner Junge, der schreit dann, oh Papa, 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 nachher nehme ich ihn auf meinen Schoß und küsse ihn. Also er kommt von der harten Arbeit, kommt er zurück und dann sein Sohn schreit Papa, Papa, Papa und er kommt, nimmt ihn auf den Schoß und küsst ihn. So, er war jetzt eben so müde, aber wenn er seinen Sohn jetzt gesehen hat, dann kommt ihm wieder alle Energie zurück. So, das ist das materielle Vergnügen. Nachdem du zum Beispiel auch von der Arbeit heimkommst, dann gibt dir deine Frau ein Glas von heißen Tee und du fühlst dich wieder so wohl. So ist es wirklich, dass die Frau jetzt dient oder Maya Devi dient? Das ist Maya, was dir wirklich dient. So die gebundenen Seelen, die haben keine Kontrolle. In Bombay you can find people, they are going for, outing, very nice enjoyment. When? Night 12 o'clock. In Bombay you can go, in Juhu Beach, Sea Beach. So in Bombay kannst du vorfinden am Juhu Beach, am Strand von Juhu. They take rest around after 2 o'clock or 3 o'clock. And they get up 9 o'clock. Also die kommen dann um 2 heim in der Nacht und stehen dann wieder auf um 9, 10. So bis am Nacht gehen die raus bis 12 und haben dort Vergnügen. Und nachher, wie zum Beispiel Tiere, da gehen sie in so Hotels und Restaurants am Strand und essen dann Ei, Fleisch und all die Dinge. Und nachher gehen sie zurück, so bis 2, 3 machen sie das und um 2, 3 gehen sie schlafen und stehen dann wieder auf um 9, 10. So die verbringen, die denken, das ist das Leben, die vergnügen sich so. Each and everybody you can find, each of them have separate kind of conception. So jeder hat ein verschiedenes Konzept von dem. Want to follow one and unique way. That is Srauta pantha. Aber wir wollen dem Srauta pantha folgen. Oh my friends, to worship Supreme Lord is not a big problem. If you want to worship Sun God, Moon God, Sankhya, Durga, als wenn du den Sonnengott, den Mondgott oder irgendwen verehren willst, das kannst du machen. Almost within no time you can worship because he is Supreme Lord sitting inside your body. Aber der höchste Herr ist derjenige, der was dir am nächsten ist. Den hast du zu verehren. Nicht andere Halbgötter. Weil eben der höchste Herr, der omnipräsent ist. Überall kannst du ihn vorfinden.
Also wir können sehen, Hiranyakashipu zum Beispiel hat gesagt zu Prahlad Maharaj, oh, dein Herr ist überall, ist er ein der Säule. Und nachher hat er mit der Faust auf die Säule geschlagen und nachher ist die Nrsimha rausgekommen. Also was ist dahinter, ist eben das, dass der Diener von Krishna, alles was der sagt, das wird wahr. So. By air flow, maybe you are getting the dust particle of Nityananda, who can say? All dust particle here? Also jetzt da auch in Mayapur kannst du zum Beispiel auch die Dustpartikel, der kann da überall sein, so wie vom Glück begünstigt sind wir, da in Mayapur zu sein. Wenn wir zum Beispiel am Ganga baden, da gibt es vielleicht Millionen von Personen auf der Welt, aber wir sind am meisten vom Glück begünstigten da. Srivas Pandit, Gadadhar Pandit, Pundarik Vidaniti, Advaita Gosai. So, wer kann sagen, ob du jetzt nicht ihre Fußstaubpartikeln auf deinen Kopf kriegst? So, wir sind so vom Glück begünstigt. Aber wir können es nicht wirklich ausmalen. So, er will uns eben sagen, was für Glück wir haben, dort zu sein. Damit wir eben wieder die wirklichen Augen zurückkriegen, damit wir die sehen können, wie es wirklich ist. Unter der Führung von Srila Bhaktivinoda Thakur und Keshav Goswami, Bhakti Pramod Goswami Maharaj, das ist seine Aufgabe, uns die Augen zu öffnen. Und jetzt sagen, ey, was ist da? This family life is very good. I don't want to make you a cheater. Also das Familienleben ist perfekt. Also es ist nicht, dass du Sannyas annehmen musst. Also versuch nicht irgendwie aufzuzeigen, dass man ein großer Devotee ist. Also Gaur Kishore Das Maharaj ist da immer ganz ärgerlich geworden. Also Gaur Kishore Das Maharaj, der sagt so, versuch das nicht zu zeigen, dass du ein großer Devotee bist. Du kannst mich nicht abziehen. This way you see, Prahlad Maharaj speaking, Nahi Achyutam Pranayato to satisfy. So auf die Art spricht Prahlad Maharaj. To satisfy Achyuta Krishna are not a big matter. Achyuta zufriedenzustellen. Is already there inside you. Just concentrate and love. Eben, der höchste Herr ist in deinem Herzen. Das heißt, du musst dich leicht konzentrieren. Das ist der einzigste Freund in deinem Leben. Aber wir sind so dumm. Der einzigste Freund in deinem Körper. Das ist Paramatma, der höchste Herr. Und die, was die Devotees vom höchsten Herrn sein, das ist dasselbe Tattva. So, das ist Bhagavatam, das ist alles Dham, Nam. Supreme Lord himself and Parika, Paraphernalia, all together one tattva. Alles O Tattva, Vadanti Tattva, Vitam Tatjana, die Shabdate. Also das ist O Tattva. You have to realize that tattva. Why you are coming to Mayapur? What reason? To enjoy taking ice cream? Is called a student? Why? This way you see? So, warum kommst du nach Mayapur, um Eiscreme zu essen? So, Maya hat eben die Aufgabe, dass du eben dann Freundschaft mit der äußerlichen Energie machst, mit äußerlichen Leuten, obwohl dein Freund immer in dir ist, aber du hast ihn nie, du interessierst dich nie, mit ihm auf Freundschaft zu begehen. So, das ist der Trugschluss. Das ist
der Trugschluss bei dem. So again I can remind you this factor. Those small boys, I mean the friends of Prahlad Maharaj now asking, Prahlad, you... Prahlad Maharaj. Prahlad, in front of Prahlad Maharaj, those boys, friends of Prahlad Maharaj asking, Prahlad, you and we all, reading in same school. Prahlad Maharaj, mir und du, wir sind in derselben Schule, aber woher hast du jetzt so Wissen gekriegt? So die ganzen Lehren, was du uns jetzt sagst. Und Prahlad Maharaj sagt ihm jetzt, erzählt ihnen was über seine Vergangenheit. Oh, meine Freunde, hört's mir zu. Lange Zeit zurück hat mein Vater den Entschluss getroffen, um zu Mandalacharan zu gehen und dort Austerities und Penance als Entsagungen auf sich nehmen. Für lange Zeit ist er nicht zurückgekommen. Meine Mutter, die war schwanger. Und zu der Zeit war ich in dem Bauch von meiner Mutter. Und Indra, der wollte meine Mutter fangen oder fesseln, aber sie war befreit von den Instruktionen vom Narad. Also es ist jetzt ganz kurz, er hatte schon über das gesprochen. So. Und Indra Maharaj protecting my mother and speaking all Bhagavad-Tattva Vigyan. Also er hat dann das ganze Bhagavad-Tattva hat er gesprochen zu meiner Mutter und ich habe das gehört, der Narada. So auf die Weise habe ich alles mitgekriegt im Bauch, habe ich alles mitgehört. Wo? Und bei der Barmherzigkeit vom Narad habe ich all die Lehren verdauen können, verkraften können. Dann eines Tages ist mein Vater zurückgekommen, war ein großes Problem, alle haben Streiten angefangen. Asuras, die sind immer in Probleme. Die Halbgötter streiten mit den Dämonen, die Dämonen mit den Halbgöttern. So, die werden immer gegenseitig attackiert. Now actually, how to get that kind of feeling? Oh my boys, oh my friends, how to get that kind of feeling? So, wie kriegt sie das Gefühl jetzt? Prahlad Maharaj spricht jetzt, der einzigste in der Bhagavad Gita, Tatvidi Pranipadena Pradipasena Sevaya Upadekshanti De Jnaninas Jnaninas Tatarshina. O Arjuna, my friend, du musst an einzigartigen, an der realisierten Seele dienen. So Krishna selber sagt es, du musst dienen. Ohne dem kannst du nicht reifen. Tatvidi, also sei dir mit Sicherheit bewusst. Also du musst 100%iges Hingabe haben. Pranati bedeutet Pranam. So Krishna spricht Tatvidi, was ist mit Sicherheit, Pranipatena, es ist Pro, das macht eben die Kraft von dem Wort stärker. Gammate, Prapate, you see, this way you can. So kannst du in die Wörter im Sanskrit kannst du mehr Kraft geben mit einem Präfix. Im Englischen auch da. Zum Beispiel Rehabilitation. Action and reaction. Reaction. Action is one word. If you fix also da gibt es Aktion
mit Reaktion. So Reaktion. Also du musst Dandavat darbringen. Selbsthingabe, das ist Dandavat. Zu 100%. Now you are putting question in front of Gurudev from heart to save yourself. What is my situation? How to save myself? Like Parikshit Maharaj putting in front of Sukhdev. Not that to test Gurudev how much, how long he is knowing, how much he is knowing. Let me test how big Pandit he is. Oh, he is knowing nothing. This is not actually also, dass du deinen Guru testest, die Fragen, dass du nur einen Guru fragst, oh, dass du ihn testen willst, wie viel er weiß, das kommt nicht vom Herz, so, das ist nicht das Fragen, sondern du musst die Fragen stellen, was du wirklich hast im Herzen, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Nicht irgendwelche Fragen. Und Seva, ja, du musst ihm Dienst erbringen, Sadguru und Vaishnava. Ohne Dienst zu Vaishnavas, Guru und Vaishnava, hast du kein direktes Gefühl. Das ist nicht möglich. Also du kannst kein direktes Gefühl kriegen. Vielleicht hast du einen großen Kopf und einen starken Geist, ein Gehirn, du kannst die ganze Philosophie aufnehmen, aber die direkte Realisation, von woher kriegst du die? Also du kannst so viele Sprecher vorfinden, aber wenn du wirklich die Kripa von Nityananda hast, dann kannst du sehen, wer wirkliche Harikatha jetzt spricht und wer nicht. Bhakti Maharaj in old age, sitting in bed this way, speaking Harikatha. So Bhakti Puri Goswami Maharaj, der ist im Alter im Bett gesessen und der hat vom Herzen gesprochen, von Harikatha. Und zum Beispiel viele Sprecher in Vrindavan seien Plattform-Speaker, also Plattformsprecher. Die sprechen nur für irgendein Ansehen oder Anwenden. So jedes Wort von Gaur Kishore Das Babaji Maharaj zum Beispiel ist Harikatha. Any speech by any realized soul, any time, any moment. Also jeden Moment, jede Sekunde, ein ganzes Leben, das ist alles Harikatha von den 100% reinen Vaishnavas. Die sind nicht interessiert an irgendwas. You see, Guru Sussasaya Bhaktya Sarvo Labhar Panena Cha Sangena Sadhu Bhaktyanam Isho Mishwararadhanena Cha. What speaking? Prahlad Maharaj? Guru Sussaya. You have to serve Gurudev. Seva means to seek the satisfaction of your Gurudev. Also du musst immer darauf schauen, dass der Dienst, wenn du deinen Guru dienen willst, das bedeutet, dass du eben Gurudev zufriedenstellen willst. Um miteinander zu dienen, das bedeutet auch, dass du die Zufriedenheit von miteinander willst. Viele sagen, oh, ich mache doch den Dienst und den Dienst. Aber was ist wirklich der Dienst? So, wenn Gurudev nicht zufrieden ist, dann ist es kein Dienst. Ich kann ein Beispiel geben, wenn ein so-called Devotee, zum Beispiel, eines Tages ist Gurudev in das Dorf gekommen, wo er ist, wo er lebt. Der gehasste Devotee, der empfängt jetzt Gurudev. Es war im Monat vom Dezember, also es war ziemlich kalt. Und der Schüler, der hat dem heißes Wasser gemacht, um die Lotusfüße von Guru jetzt zu waschen. Und nachher hat er ihn auf den Asana gesetzt
Girlande geben und eine dumme Person, die hat das alles gesehen. And after a long time, again Gurudev coming, not in his house, in this foolish house. Und jetzt sagt er, das ist Seva. Der denkt sich jetzt, das ist Seva. Gurudev coming in the month of Vaishak, too hot. He's making hot water. Aber jetzt kommt er zu demselben, der was den beobachtet hat, vorher und jetzt in den Monat, wo im Sommer, und jetzt hat er aber gesehen, dass der heißes Wasser hergenommen hat, und so nimmt er jetzt auch heißes Wasser. Und dann sagt der Gurudev, ey, was machst du da? Das ist heißes Wasser. In the month of Vaishak, he is making Jyeshta, too much hot. So in dem heißen Monat, das ist nicht Dienst. Du musst eben die Zufriedenheit vom Guru. Nicht, der hat es jetzt gesehen, dass der im Winter das heiße Wasser verwendet hat und so verwendet er jetzt das heiße Wasser im Sommer. Das ist nicht die Zufriedenheit vom Guru. So, das ist über das müsst ihr alle sprechen, über die Dinge, damit auch andere Leute wirklich verstehen, was wirklich ein Dienst zu Guru ist. Very nicely, Bhakti, out of devotion, perfect devotion. Also durch die reinen Hingabe, alles was du kriegst in deinem Leben, das opferst du zu Gurudev. So all den Benefit, den gibst du zu Gurudev. Wenn du zum Beispiel Ehre kriegst, nachher nimmt derjenige die Ehre nicht. Aber wenn du Girlanden kriegst oder irgendwas, so das berührt nicht ihn, weil er alles seinem Gurudev gibt. Er opfert alles seinem Gurudev. Das ist die Technik von Gurudev. So alles sollst du ihm geben, was du kriegst, die ganze Ehre und alles. Das ist nicht dein Vergnügen, das sollst du alles sofort zu Guru abgeben. Ansonsten nennt sich das Yoshit Sanga. Den Punkt hat er schon erklärt. So, Guru Sussasaya Bhaktya Sarvalabhar Panena Cha Sangena Sadhu Bhaktyanam Ishwar Aradhanena Cha. Also you have to serve Gurudev and Ishwar this way. Then you can cut all this material bondage. Harihi Sarveshu Bhuteshu Bhagavan. Bhagavan is painting mistake, I think. Harihi Sarveshu Bhuteshu Bhagavan Ananta Iswaraha Iti Bhutani Manasva Kamastvai Sadhu Manet. You see, because Supreme Lord everywhere, omnipresent. Also der höchste Herr ist überall. Omnipresent, you see. And also you will have to honor all Jiva. You cannot put Und du musst alle Seelen verehren, respektieren. Also du sollst keiner Seele Schwierigkeiten geben. Du sollst überall realisieren, dass die Seele, die ist in einem Affen, die ist in einem Insekt, die ist in einem Hund, die ist überall. So deswegen sollst du auf keinen Fall irgendeinen Schmerz, irgendeine Schwierigkeit irgendwen bereiten. Auf die Art kannst du Bhajan machen. Everything is unstable, my friends, everything unstable. Now actually, in front of, Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj again, Und jetzt wieder
kommt Prahlad Maharaj vorm Hiranyakashipu. Hiranyakashipu now very much fed up. Very much fed up. Because he is taking control, getting control over this whole world, universe. So powerful. Er hat ihm jetzt die ganze Kontrolle über das Universum, der Hiranyakashipu. Aber er hat keine Kontrolle über den Jungen, der was vor ihm kommt und nur über Hari Bhakti spricht. So die ganze Zeit, wenn ihn irgendwas fragt, spricht er immer über Hingabe zum Herrn. What is the medicine I can apply for this small boy? Hey, where from you are learning? So, und er regt sich eben jetzt auf. Woher lernst du das Ganze? Woher lernst du das Ganze? Die Sachen. Hast du nichts anderes gelernt in der Schule? How you are getting so, power? Why you are So, not fearing me? woher kriegst du die ganze Kraft? Warum hast du keine Angst vor mir? Wer erhaltet dich? Wer schützt dich? Und Prahlad Maharaj sagt, es ist der was die schützt, der was mich schützt, das ist für alle dasselbe, das ist für alle der höchste Herr. Der was mich erhaltet, der erhaltet auch die. So, ich bin genauso von der Person geschützt wie du und erhalten wie du. Und er sagt, stopp, na, wo ist der höchste Herr, wo ist der höchste Herr? Und er sagt, überall ist der höchste Herr. Und sagt er, ist er da in der Säule? Warum kann ich nicht sehen? Und sagt Prahlad Maharaj, ja genau, der ist auch da. First of all, Hiranyakashipu wanted to abuse that small boy. Big way. He durvinito, mandatmano kulo vedo karanam. You are there, Kulo vedo karanam. Kulo vedo karadhama. Stabdam mat shasano udrito neshetwaddo jamakshayam. I like to kill him. So, er sagt ihm jetzt ganz ärgerlich, oh, ich möchte dich töten. Du gehorchst mir nicht. Dein ganzes Gehirn ist außer der Kontrolle. So, du hast zu mir, du sagst mir nie deine Erbietungen. In family, heretical, line, you are the worst one. So, er sagt ihm, du bist der Schlechteste, du bist wirklich der, was mir am meisten Probleme bereitet, in der ganzen Familienlinie von mir. Das sagt jetzt Hiranyakashipu zu seinem Sohn. So, durch die verliere ich jetzt meine ganze Ehre und alles. So, ich werde die jetzt töten. Lass mich schauen, wer wird dir helfen dabei, wer wird dir retten. Und Prahlad Maharaj ist aber ganz ohne Spannung und ohne Angst, steht da vor dem Hiranyakashipu. Weil Prahlad Maharaj hat dem 100% Glauben und wir müssen auch 100% in Guru und Vaishnava glauben. 100%, nicht 99%. Nachher kommen wir auch mit Erfolg raus. No kevalam me bhavatasya rajan savai balam balinancha paresham. That power protecting me. For whom you are getting power? I am getting everybody. Then Prahlad Maharaj, speaking his very humble way. But Hiranyakashipu become very angry, very. So, Prahlad Maharaj war sehr demütig, aber Hiranyakashipu ist immer noch mehr und mehr aufgefahren und ärgerlicher geworden. You want to take shelter of that Hari? Your brain gone out of order. You are speaking a lot. Speaking big thing. Now let me see. Open is short.
Und jetzt hat er dann sein Schwert genommen, der Hiranyakashipu, und wollte ihn jetzt mit Prahlad Maharaj umbringen. So werde ich dich jetzt schützen. Ich werde jetzt deinen Körper durchtrennen. Ich werde deinen Kopf abschlagen. Wo ist Hari? Sag jetzt, wo ist Hari? Und er sagt, mein Hari, mein Herr, der ist überall, ein der Säule. To prove that I am everywhere. My servant, Prahlad, is speaking all rightly. So, um zu prüfen, dass er jetzt die Wahrheit gesagt hat, der Prahlad ist jetzt, Nrsimha ist jetzt rausgekommen aus der Säule. Und dass er ihn prüft damit, dass er überall ist. Yajavalkya, ein Rishi, zwar für seine Kinder, die sind zurückgekommen von der Gurukul. Yajavalkya hat seinen älteren Sohn gefragt, oh mein Sohn, was ist deine Realisation über das Brahma? Was ist die Realisation, was du hast? Boy speaking so much, speaking too much. Brahma is like this. Er sagt, Brahma ist so, Brahma ist so, Brahma ist so groß. Und Yajavalkya wird ärgerlich. Stopp, hör auf. Und er fragt jetzt den kleinen Bur, oh Sohn, sprich du, was ist die direkte Realisation von Brahma? Also was fühlst du über das Brahma? Und der kleine Bur, der kann nicht irgendwas sprechen. Der schaut nur zum Vater mit großen Augen und zu den Lotusfüßen und wieder auf und ab, auf und ab. In sein Gesicht und auf seine Lotusfüße auf und ab. Und nach einer gewissen Zeit hat der Vater gesagt, okay, du hast realisiert Brahma, weil deswegen kannst du nicht sprechen. Weil wenn du realisierst Brahma, nachher wärst du wirklich sprachlos. So du hast es wirklich realisiert vom Herzen. Ich würde dich segnen. So diejenigen, was große Klassen gehen, das bedeutet nicht, dass du Realisationen hast. Du musst eben direkte Realisation haben über das Sprechen von Harikatha. Ansonsten bist du ein Cheater. And he coming out from that pillar, no, not even full man, not full lion, half man, coming out. Und dann kommt jetzt raus aus der Säule mit halb Löwe, halb Mensch. Now actually, Hiranyakashipu is just puzzle, gone man. What is that? What is he? It's not lion. Come on. Also Hiranyakashipu sieht jetzt, es ist kein Löwe is not full man, und auch kein voller Mensch. Es ist halb. Nimigandarupam. Also halb Mann, halb Löwe. Hiranyakashipu, he is always in Tarka, logic. What's that? Also Hiranyakashipu, der hat immer die Denkungsweise von Logik, Tarka. So was sieht er? Agrate Nrsimha rupas tadalam bhayankaram. Mimamsa manasa, when he is, going for logical interpretation, what is that? What is that? Judgment. What is that? Speculation. Also er spekuliert jetzt, was es ist, was ist das? Agrate Nrsimha rupas tadalam bhayankaram. Then the Singho, Bhayankar Nrsimha, coming in front of,
is very, very nice, you see. It is written, you see, here, this, very minutely. Very nice. Actually it is written, what is the, appearance of Nrsimha. But how nice looking. It is written, Pratapta chami karachanda lochanam spurat sata kesharo jimritananam karala danstram karavala chanchalo khuranta jivham bhrukutir mukholvanam. Bhrukutir mukholvanam. It's like fire coming from his eyes. Pratapta chami karachanda lochanam. It's like fire. Oh, big Pratapta chami. Also wie Feuer ist jetzt rausgekommen. And Spurat Shata Keshara Jimritananam. No. And Karala Danstam Karavala Chanchala Kuranta Jivham. It's like blade. Jivha SM. Very fine. Jiv. Also die Zunge ist jetzt wie Feuer ist jetzt gekommen. Und die Augen wie der Sonnengott voller Feuer. And you see all his face, all teeth. And this way you see, big. After that you see, now Hiranyakashipu took decision to fight. What is that? Und Hiranyakashipu hat jetzt sein Schwert rausgenommen und hat jetzt angefangen zu kämpfen. Manchmal kann ich nicht schauen, wo ist jetzt, weil es eben voll mit Licht ist. Voll Feuer, so Ausstrahlung. So manchmal schaut Hiranyakashipu, wo ist er, und dann findet er ihn wieder, nimmt er wieder sein Schwert und kämpft wieder. So findet der Kampf jetzt statt. So wie zum Beispiel die Katze mit der Maus kämpft. Und was ist nach dem passiert? Nach dem hat er ihn genommen und hat ihn auf seinen Schoß genommen, weil die Kondition war, dass er nicht stirbt auf der Erde, so oder im Himmel, so es ist dazwischen, auf seinem Schoß. So er sitzt da nicht im Zimmer oder außen, sondern auf der Türschwelle. Doorstep. Also er hat keine Waffe, er verwendet keine Waffe, weil das waren all die Benediktionen, was im Hiranyakashipu Prana gefragt hat. Und somit hat er keine Waffe gehabt, sondern mit den Nägeln hat er seinen Körper geöffnet, mit seinen Fingernägeln. Und dann hat er mit seinen Eingeweide hat er dann eine Girlande gemacht über sich. Also wie eine Fontäne ist das Blut draufgekommen. Das ist eine schöne Dekoration für Nrsimhadev. After that Nrsimhadev actually, killing Hiranyakashipu, now sitting in a place. Und jetzt hat er ihn getötet in Hiranyakashipu und sitzt jetzt und keiner, er ist jetzt noch immer so, schaut noch immer so gefährlich und furchtvoll aus. So sogar Brahma, Shankar, Indra und die trauen sich jetzt nicht vor ihm zu gehen. Die behalten alle Abstand. So wie soll man eben jetzt beruhigen, die höchste Person? So Brahma kann nicht gehen, Shankar kann nicht gehen, so wer kann gehen?
Und Brahma fragt dann in Prahlad Maharaj, in groß, ein Grandson, und Prahlad war der einzigste, bei dem er ruhig war. Dann hat er sich beruhigt. Sie haben ihn gefragt, oh, du kannst ihn beruhigen, du kannst gehen. Und Prahlad Maharaj geht vor ihm und Nrsimhadev, der ist wie Feuer. Aber doch dann, wo Prahlad Maharaj hat keine Angst gehabt, keine Anspannung. Er hat sich die Hände gefaltet. Und dann, wo Nrsimhadev den kleinen Jungen auf sich zugehen hat gesehen, nachher ist sein Herz auch geschmolzen und er hat den Jungen aufgehoben und hat ihn auf seinem Schoß gesessen und hat ihn abgeleckt. How to express? They're licking. Gomata, when loving the calf, weil das Tier, die Kuh, der drückt sich so aus, dass sie eben denjenigen abschleckt, wenn sie ihn liebt. Is the procedure, this way. So all rishi, all, Vidyadhar, Gandharva, Charan, Yaksha, demigods, all the King Purush, Vishnu, first you see, Brahma, Sankhya, Rudra. So Brahma, Shankar, Brahma, Indra, they all praying in front of. Und Rudra und alle, die beten jetzt vor dem Nrsimha. Es ist nie versucht, deine ärgerliche Stimmung zu kontrollieren. Wir haben nämlich so Angst von dir. Then after that, sapad mule patitam tamarvakam vilokya devaha kripaya pariprataha uchchapo tat srishni adadhad karambujam. Ajay, Bhajan kalahi vitrostro dhiyam krita bhayam. Sapad moolam patitam tamarvakam vilakya devaha kripaya pariprataha. When Supreme Lord becomes very full of love. Der höchste Herr ist dann voll mit Liebe geworden, wo ihm sein Devotee Prahlad Maharaj den kleinen Jungen gesehen hat. Und hat seine Hand auf Prahlad Maharajs Kopf gelegt und hat ihn gesegnet. Then what to do? Uttyapo tasrishni adadad karambujam. This lotus hand, Nrsimhadev putting on the head of Prahlad Maharaj. So seine Lotushand, die bringt er jetzt auf den Kopf von Prahlad Maharaj. Sogar Brahma und Shankar und Lakshmi Devi, die kann das nicht haben. So eine Möglichkeit. Niemals hat Prabhu die Hand auf Lakshmi Devis Kopf gelegt. So großes Glück hatte Prahlad Maharaj. Ugrapi Anugrah. Also Ugra. Ugra means? But actually, he is not Ugra. Also er macht ihnen Angst, aber für die Devotees ist er nicht so angstvoll, sondern wie zum Beispiel ein Löwe, der was vor seine Kinder kommt, das leckt ab seine kleinen Kinder, aber beim anderen ist der Löwe sehr gefährlich. So deswegen ist er der Löwe. Die Form hat er angenommen. So, der Löwe ist vor seine Kinder ist nicht gefährlich, aber vor alle anderen ist er gefährlich. Make it fear-free. Sa tat karos parso dhuta khila subha. Sa Adat Prahlad Maharaj sa tat karos sparsho dhuta khila subha prapadyabhi vyakto paratma darshanam. This is very. Tat pada padmam hridhi nibrityo dadhu hirshattanu Klenno ostru doshanam.
And Prahlad, become full of love and tears coming out. Und Prahlad Maharaj ist jetzt auch voll mit Liebe überwältigt und Tränen kommen aus seinen Augen. Oh, die höchste Person, Prabhu, der hat mich so gern. Ich bin ganz eine unbedeutende Kreation in der Welt, aber die höchste Person hat mich so gern. Er gibt sogar seine Hand, seine Pfote auf meinen Kopf. So, was soll ich sprechen? Was soll ich? They say Prahlad Maharaj, now by the mercy of Nrsimha, because Siddha Swamipad, first commentator of Bhagavatam. So Srila Goswami Maharaj ist der erste Kommentator auf Srimad Bhagavatam. Der weiß alles bei der Barmherzigkeit vom Nrsimha. Im Bhajan Kutir von Srila Maharaj in Bhadrak ist es. Also in seinem Bhajan Kutir, eines Tages Nrsimha ist erschienen dort und hat die Hand auf Srila Swamis Kopf gelegt und hat ihm so Segnungen gegeben. Siddharam Bhakti Nrsimha Prasadan. Also er weiß alle die Erklärungen von Bhagavatam bei der Barmherzigkeit vom Nrsimha. That's why when Vallabhacharya first told, und das ist auch warum Vallabhacharya, der hat einmal gesagt, oh, ich kann die Kommentare vom Srila Goswami nicht vollkommen annehmen. Chaitanya hat gesagt, oh, was sagst du da? Also er ist ärgerlich geworden. Er hat gesagt, derjenigen, was nicht ihrem Mann folgen, das sind Prostituierte. So er hat gesagt, geh, das ist dann wie eine Prostituierte. Wenn du das nicht annimmst, das Kommentar. Weil er bei der Barmherzigkeit von Nrsimhadev hat Srila Maharaj was er alles. Now, by the mercy of Nrsimhadev, the small boy started chanting different sloka. Und jetzt startet Prahlad Maharaj mit verschiedenen Gebeten. Very with big attention you hear. From where it starts? 9th Adhyay chapter, 8th sloka, number 8. 9th chapter. Prahlad Maharaj now speaking in front of Nrsimhadev with folded hands. Very nicely. Brahmadayo suragana munayo atasiddhya sattaikatangatayo vachasam prabhavai naradhitum purugunairadhunapi vipro king toshtumarhati same hari rugra jate. Well, nice, very nice. Only here you can clean your heart. You cannot understand, I know it's Sanskrit, but you can understand by the mercy of Prabhu. Brahmadayo suragana munayo tasedya sattaikatangatayo vachasam prabhavai naradhitum purugunai radhunapi vipro king toshtumarhati same hari rugra jate manne dhana vijana rupa tapah sruto yahati yaha prabhava vala paurusha buddhi yoga naradhanaya hi bhavanti parasya pungso Bhaktatutosa Bhagavan Gajajutha Payo Vipradhisara Guna Yutat Aravinda Navo Vadaravinda Vimukat Sapacham Varishtam Manne Tadarpita Mano Vachane Hitartham Pranam Punati Sakulam Natu Bhurimana Naivatmano Babhurayam Nijalabha Purno Manam janada vidusho karuno vrinite naivatmano prabhurayam nijalava purno manam janada vidusho karuno vinite yad yad jano bhagavate vidadhita manam tachatmanam pratimukasya jatha mukhasri. This way, very nicely, Prahlad Maharaj, Brahma, Shankar, they have so nice quality.
So sagt Prahlad Maharaj, Brahma, Shankar und alle, die haben so gute Qualitäten, aber ich habe Geburt genommen in einer dämonischen Familie. So wie ist es möglich, dass ich die jetzt zufriedenstelle? So hat Prahlad Maharaj gebeten. So deswegen denke ich, dass große Summen oder großes Anlesen, großes Anlegen, Geld, große Ausbildung, große Familie, hohen Familienstamm ab, aber das sind nicht Gründe, warum jetzt Nrsimha zufriedengestellt werden kann. So nur durch reine Hingabe, dort ist der Herr angezogen. Nichts anderes will er sehen. Versucht nicht irgendwie die Guru und Vaishnava zu betrügen. Also der höchste Herr, der erwartet nichts von dir. Er ist in sich selber zufrieden. Er ist Purna Vastu, er ist komplett selber. Also er erwartet sich nichts von dir, aber manchmal akzeptiert er zum Beispiel Blumen, Tulsi. Warum? Um dir eben die Segnungen zu geben. Was bedeutet Vigraha? Was bedeutet Vigraha? Special. Supreme Lord coming in front of you in the form of deity Vigraha to bless me properly, to give me a chance to do Seva time to time. So, der Herr gibt mir die Möglichkeit, in der Form von der Vigraha zu kommen, um mir die Möglichkeit geben, ihm zu dienen. Er kann nicht sprechen mit dir, aber er kann sprechen mit Sanatana Goswami Prabhu. Zum Beispiel Sanatana Goswami hat einmal nur Brot gegeben, Chapati. Boah. Actually, it's one kind of, thing. In Hindi we say separate thing. Madan Gopal speaking, Sanatana, there is no salt. How to take? So Madan Gopal sagt dann, da ist kein Salz, da ist kein Salz. Und Sanatana Goswami sagt, von daher, ich habe kein Salz, ich habe keine Zeit, damit ich Salz organisieren kann. No salt, I cannot take. Und er sagt dann, die Deity sagt dann, kein Salz, ich kann das nicht essen ohne Salz, ich möchte bitte Salz. Also das höchste Herr kann sprechen, die Deity kann sprechen. Also er kann 100% sprechen. Mit Bhaktivinoda Thakur, Takeshwara. Er hat dazu ihm gesagt, oh, du gehst weg, du gehst von da nach Vrindavan. So, was machst du denn für das Navadvip Dham, was gleichzusetzen ist mit Vrindavan, Navadvip? So machst du keinen Dienst zum Gupta Vrindavan, zu dem geheimen Vrindavan, Navadvip Dham. Du hast dir entschieden, nach Vrindavan zu gehen, das ist es nicht Vrindavan? Und Bhaktivinoda Thakur sagt, oh, und hat dann angefangen, eben hat das angenommen, die Instruktion von Takeshwar Mahadev. Er hat gesagt, du musst da bleiben, mach den Dienst zu Navadvip Dham. So, warum gehst du da und dahin? Was kannst du nicht? Alles ist da. Radha Kunda, Shyama Kunda. Alles. So, alle heiligen Orte kann man da vorfinden. So, warum verwende ich jetzt ein Flugticket, dass du nach Vrindavan gehen kannst? Du kriegst alles da. Now actually, Prahlad Maharaj speaking very heavy thing. Oh Prabhu, everybody fearing you because you are taking such as a Nrsimha, Narahari Roop. I don't fear. Why? Also Prahlad Maharaj sagt, alle haben Angst vor dir, aber ich habe keine Angst vor dir. Nirhad abhita digvadari vinnanakhagra. 15 sloka. Naham vivemi te oti vayanakaso jivhar konetro bhagati ravasa agrodam sar. He is thinking,
Er sagt eben, er hat keine Angst vor deiner angstvollen Erscheinungen, fruchtbringenden Erscheinungen. Aber er hat Angst von der materiellen Gesellschaft. Also Prahlad Maharaj sagt, ich fürchte mich nicht vor dir als der fruchtvollen Lebengestalt, sondern ich fürchte mich vor dem Kreislauf vom materiellen Samsara. Trastosmi aham kipanavassalo dussahagro samsara chakra kadanad grasatam pranitaha. Trastosmi aham kipanavassalo dussahagro dussahagro samsara chakra kadanad grasatam pranitaha. Every fraction of second I am looking at this material world. The fearful situation, all fire going on, all people tending death, approaching death. They are parting with each other for self-interest. Also alle Leute in der materiellen Welt, die kämpfen nur miteinander für Selbstinteresse. Aber du zeigst mir so großes Barmherzigkeit. Ich habe Angst vor der materiellen Welt. Ich kann die Schwierigkeiten in der Welt sehen und was die Seelen, was die für Schwierigkeiten haben, die was in die materielle Welt vergnügen wollen. So vor dem habe ich Angst. Die streiten alle miteinander. Einer nimmt das Geld, der andere räumt ihm aus. Also sie streiten nur über gewisse Anwesen und Geld und all das. So ich habe Angst vor dem, nicht von dir. Here everybody you see, father, mother, husband, wife, children, everybody. So alle Vater, Mutter, Sohn, alle die sind in Probleme. Und die sind immer am Lamentieren, am Weinen. Ich habe jetzt meinen Sohn verloren, ich habe jetzt meine Frau verloren. Das ist die Kondition auf der Welt. So an das soll man sich immer erinnern, in alle Leben. Sokagnina sakala janishuda jaman dukkha usadam tadavi duksham atadhiya aham bhamona bhamami badami tavadas yogam yasmad priya priya yoga sangyoga janmo. Sometime one boy taking bath, going away, mother crying. Manchmal nimmt der Sohn Geburt und der Sohn geht und die Mutter weint. Manchmal wird der Paar, das trennt sich und die weinen. Nice, I can show one by one example. You can cry, start crying. You can start kind of fearful situation. One very chesty lady, very nice lady. Zum Beispiel, er kann ein Beispiel geben in Orissa. In Bhubaneswara, da ist das passiert. Also das sind beide, Mann und Frau, die sind in die Arbeit gegangen. Sie ist in das Büro gegangen, er in das Büro. So, und es ist immer, kommt die Frau zu spät. Und sie sagt, sie hat so viel zum tun, mein Boss lässt mich nie gehen. Und er wird immer ärgerlich. Nachher hat er irgendwie einen Zweifel gehabt und hat gesagt, oh, vielleicht hast du irgendeine illegale Beziehung mit deinem Chef. Nein, habe ich nicht. Und nachdem ist ihr Familienleben gebrochen. Der Mann hat nur schlecht gegen sie gesprochen. Die Frau, die weint. Und sie ist dann zum
einsamen Platz gegangen. Und dort bettelt sie und ein gewisses Essen. Und danach ist er draufgekommen, dass eben der Chef, der hat wirklich seine Frau so gern gehabt wie eine Schwester. Aber jetzt kann er sie nicht mehr finden. Und jetzt hat er vorgefunden, dass seine Frau, die was eigentlich so einen guten Dienst geleistet hat, so hohes Einkommen gehabt hat, dass sie jetzt bettelt in Varanasi. Und jetzt weint er vor seiner Frau, weil er jetzt nach Varanasi gefahren ist. Und sie hat dann zu ihm gesagt, er hat dann zu ihr gesagt, bitte, bitte, komm zurück, komm zurück. Aber sie hat gesagt, na, ich habe jetzt alles gesehen, was Familienleben ist, so ich werde nicht zurückkommen. Und so auf die Art brechen eben die ganzen Familienleben zusammen. Das ist, warum Prahlad Maharaj schreibt, das ist unser Guru. Also manchmal kommen sie zusammen und manchmal gehen sie auseinander. Und in jeder Geburt kriegst du immer dasselbe Sache. So warum sagst du nicht, na, jetzt habe ich genug von dem, jetzt habe ich genug von dem? Warum? Das ist warum Srila Parikshit Maharaj, der spricht jetzt. Das ist eben die internationale Frage, was eben Parikshit Maharaj fragt. Nicht eine persönliche Frage. Also wir erwarten uns die Frage von jeder Person in der Welt. Warum fühlst du dich so relaxed im Zimmer auf der Couch? So warum fühlst du keinen Schmerz, dass du kein Bhajan machst, dass du mit deinem Leben erfolgreich machst? Warum weinst du nicht? So die Frage von Parikshit Maharaj, das ist nicht seine persönliche Frage, sondern eine internationale Frage. This kind of question to come from you all. Why you are not coming to me and putting question? Maharaj, why you are not putting question? Why you are feeling relaxed? That's mean lack of bhajan. Relaxed mood mean lack of bhajan. Yesterday, maybe 2 days ago, I was speaking. Krsna Bhajan Maharaj asking to a so-called devotee. Gestern hat er gesagt, dass Krsna Bhajan Maharaj, die Devotee, also seine Frau, die kocht Mungaltal und Eggplant, Brinjal. Also er sagt, du fühlst dich so komfortabel, deine Frau kocht, aber du interessierst dich nicht für den höchsten Herrn. So all das verliert man. So, diejenigen, die was sich relaxed fühlen, die was sich denken, oh, auf der Bank, da habe ich 80.000 Rupees. Und flüssiges Geld habe ich auch. So, ich habe keine Probleme, so jederzeit kann ich auch zum Doktor gehen, wenn ich irgendwas habe. Aber man kann ihm aufzeigen, er kann uns aufzeigen, eins nach anderen, dass du hilflos bist. Er ist schon viele Male nach Punjab gegangen, zu Jalandhar, Jambu, überall in die Gegenden. Also da war ein reicher Mann, war ganz reich. Und wenn immer alle seinem Gangen zu seiner Harikatha. Und sein Sohn, der war verkrüppelt. Sein Name war Omid, das ist ein Schüler von Bhakti Goswami.
Also der Vater hat ihn immer dorthin gefahren und er hat gesagt, ich werde nichts annehmen von eurem Haus, ich kann nur Früchte und Nüsse kann ich annehmen von dem Haus, hat er gesagt. So Amit hat jetzt einmal gefragt, oh, du kannst in unserem Haus, in unserem Palast, wie ein Königspalast, Harikata sprechen. Es haben zum Beispiel goldene Teller, silberne, goldene. Also einmal haben sie dann zu ihm gesprochen. Also seine Schwester hat Gehirnkrebs. Also wir können Millionen von Dollar spenden und ausgeben, aber von nirgends, von Amerika, von Frankreich, nirgends ist eine Chance, eine Möglichkeit, die zu heilen. So, wir finden kaum. So eben der Bruder spricht es zu ihm, oh, das ist keine Möglichkeit. Wir haben so viel Geld, aber sie wird sterben, weil wir finden keinen Doktor. Kannst du helfen? Du kannst in unserem Haus Harikata sprechen, du kannst da bleiben. Und er sagt, okay, ich kann nicht bei euch bleiben, weil mein Leben ist wie ein Beispiel. Wenn Harikata und nachdem ist der Doktor auch gestorben, also kein Deposit auf Geld kann dir helfen schlussendlich. Also die Schwester, die hat den Gehirnkrebs gehabt, aber keiner, die haben Millionen gehabt. Keiner kann ihr helfen. So, ist ein großes Problem. So, das adressiert eben Prahlad Maharaj, all die Probleme, was da in der Welt vor sich geht. So, also er möchte so viel sprechen und so viel erklären, aber es braucht so viel Zeit. Er sagt eben in jeder Sprache, in Hindi, Bengali, Englisch, er möchte ihm immer mehr sprechen, als wir kann. All your sense organ pulling you in different direction. Prahlad speaking. Jiv vaikata achyuta vikarsati ma vidipta sishna annata hastab udaram sravanam kutaschit. Jiv vaikata nibachan jiv vaikata achyuta vikarsati ma vidipta sishna annata hastab udaram sravanam kutaschit. Grano annata haschapala Drikka chakarama saktir bahavo sapatna ivo grahapatim lunanti. 40, number 40 sloka. Evam sakarma patitam bhavavaitaranya manya anna janma marana sanabhita vitam pashyano janam sapara vigraha vairamaitram hanteti paracharopi prihi muramadyo evam sakarma patitam bhavavaitaranya anna janma marana sanabhita vitam pasana janam saparo vigraha vairamaitram hanteti paracharopi prihi muramadyo prahena deva munayo sabhimukti kama maunam charanti vijanino parathanishta naitana vihaya kipanana vimumukta yeko nanyam tadasya saranam brahmatanupasti. This way ultimately praying in front of Nrsimha. I find nobody here in this material world can save. So betete Prahlad Maharaj jetzt vom Nrsimha. You are the only support. You are the only support. We can believe you. Also es gibt keiner in der Welt, der was uns helfen kann. Nur du. Also wir wenden uns nur an dich. All die Sadhus, die was im Wald gehen, um ihr Bhajan zu machen, die meisten sind wenig interessiert
für die Gesellschaft. Das ist so wie wenn ein Doktor, wenn du einen Doktor hast, wenn der im Wald ist, nachher was für einen Nutzen hat der? Ein Doktor soll doch in der Gesellschaft sein. Dann kann er Medizin geben. So, warum soll der Doktor jetzt in den Wald gehen? Prahlad Maharaj sagt, ich bin nicht so dumm, dass ich in die Gesellschaft verlasse und in den Wald gehe. Ich bleibe da, um von dir Kripa zu kriegen und das zu betteln, und der wird dir dann all die Dämonen geben. Und du bist gebunden, mir das zu geben. Oh, gib mir den Amount von Kripa. Nachher werde ich dir austeilen, die was es brauchen, die Barmherzigkeit. So, du musst helfen. Ich werde nicht mehr allein zurückziehen. Also das sind ganz, ganz lange Themen, über die kann er ganz, ganz lang sprechen. Now, Nrsimha Bhagavan speaking, Prahlad, I am very happy with you. Prahlad, Bhadra, Bhadram te, Prito aham te usurattama. Und jetzt spricht Nrsimha Dev zum Prahlad Maharaj. Also er sagt, du bist Asur, aber Uttama. Also du hast Geburt genommen in einer Asura-Familie, aber du bist Sadhu. So sind ganz große Bedeutungen, tiefe Bedeutungen in jedem Wort. Bhadramte, Bhadramte, Bhadra bedeutet Titel. Bhadra, Prahlad, Bhadra. Bhadramte bedeutet, ich segne dich, du kannst alles kriegen. Prahlad, Bhadra, Bhadramte, Tito aham der Suratam. Now, Baram Bridishwabhimatam Kamapuro Osmi Aham Ninam. I can bless you in whole universe. I am the only benedictor. Also ich kann dich segnen, ich bin der Einzige im Universum, was dir die Segnung geben kann. So ich erwarte, dass du jetzt mich um eine Segnung fragst. Also was du willst. What do you want? I like to fulfill all your desire. I like to bless you. Baram Bridishwabhimatam Kamapurosmi aham ninam. I can fulfill all the desire of. Also ich kann all die Verlangen erfüllen von jedem. So bitte frag mal, was du willst. Now actually Prahlad Maharaj speaking. Hey Prabhu. Und jetzt spricht Prahlad Maharaj. Oh Prabhu. You are putting some lucrative offer in front Du machst so lukratives Offerte vor mir. I'm greedy. I'm angry man. I'm greedy man. I'm full of karma. But still you are offering, Prahlad, you can take something from me. It's a lucrative offer. Lucrative offer, no? You can feel greed. Ah, nice offer. But Prabhu, I don't any kind of, thing from you. Evam pralabhyamanopi. So, du kannst eben solche lukrativen Angebote von mir machen, aber ich will nichts von dir, sagt der Prahlad Maharaj. So, Nrsimha Dev wollte ihm so viel geben, aber Prahlad Maharaj hat es nicht angenommen. Er ist voll zufrieden. Though Nrsimha Dev said, hey, you ask something, I like to bless you. No, I want nothing. Though he was giving offer by Nrsimha Dev, but Prahlad Maharaj feel
saturated. No, I don't need it. Now Narad Uvacha. Und jetzt Narad Uvacha, der Narad spricht jetzt, Narada Muni. Sarvam antarai arvakaha mannamano rishikesan smayamano uvacha. Also Prahlad, der hat dem realisiert, dass wenn ich irgendwas vom Höchsten her nehme, von Prabhu, dann kriege ich nicht den maximalen Benefit, den Nutzen im hingebungsvollen Dienst. Bhakti Yoga, das ist gegen Shuddha Bhakti. Also vielleicht will mir eben der Herr testen, aber ich will nur Bhakti, so deswegen nehme ich die Dinge alle nicht an. So Narada, der spricht jetzt den Vers, then Prahlad Maharaj, with a very happy mood, speaking in front of Nrsimha Prabhu. Und Prahlad mit der ganz glücklichen Stimmung spricht er vor Nrsimha. Mamang pralobhayat patta satyam kameshu tvair varair tat sanga bhita nirvinyo mumukshastam upasritaha. I solely, exclusively take shelter of your lotus feet, Prabhu. Don't try to put me in trouble by this offer. Also machen wir keine Schwierigkeiten, indem du nur solche lukrativen Dinge anbieten willst. Also da kann ich vielleicht dann irgendwann einmal gierig werden nach den Angeboten, aber bitte mach das nicht. Ich will nur dein ewiger Diener sein. Du weißt, ich habe Geburt genommen in einer dämonischen Familie. So natürlich sein Karma oder Loba und das alles in mir. Ärger, Zorn, Neid, Gier. So wenn du eben immer fragst, oh nimm das, oh nimm doch das, dann werde ich irgendwann einmal vielleicht die Geduld verlieren und wenn es wirklich annehmen. So ich habe Angst vor der... At the same time, you are my Prabhu, I am your servant. So, also du bist mein Prabhu und ich bin dein Diener. I am your servant. There cannot be any condition. Also da soll keine Konditionierung vorherrschen, dass du sagst, okay, du gibst mir $10.000, dass ich da diene. Zwischen mir und dir, da gibt es kein... Das passiert nicht auf so einer Beziehung, damit man gegenseitig was nimmt. Es ist nur auf Liebe, auf Bhakti. So zwischen mir und dir sollte kein Selbstinteresse entstehen. Keine Titel. So ist alles grundlose Liebe. Das ist die höchste Beziehung. All the time you asking, you ask something. Well, to honor aber die ganze Zeit fragst du, nimm was. I can do one thing. So, um das jetzt you bless me, you bless in such a way, so that no kind of desire can anzunehmen, nachher gib mir bitte die Segnung, dass eben kein Verlangen in mein Herz kommen kann. So, Prahlad Maharaj ist so clever. Er sagt ihm, okay, um das zu verehren, was du mir angeboten hast, da frage ich, dass ich das segnen will, dass eben nie irgendein so Wunsch in meinem Herzen aufkommt, wo ich versuche, die Welt zu vergnügen. Those who are giving benediction, you are topmost of them. Now if you repeatedly speaking, Prahlad, you take something, well, to honor you, I can speak this way. You bless me in such a way, also segne mich bitte, dass ich eben nie irgendein so einen Wunsch entwickle. Reiß den komplett raus bei der Wurzel, bitte, dass ich das nie fühle. So clever ist Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj is so clever. Now Prahlad
Prahlad Maharaj betet jetzt, oh mein Vater, der ist gegen die gegangen und hat auch für mich, hat an mir Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten bereitet. Aber ich habe keinen Ärger gegen ihn jetzt oder ärgerliche Stimmung. So bitte Entschuldigung, mein Vater war immer ein großer Dämon, er hat kein Bhakti im Herzen. Fighting with you, this, that. So maybe you are angry with him. So please, So er hat sich so schlecht benommen, vielleicht bist du jetzt eben ärgerlich mit ihm. So bitte entschuldige ihn, so dass er auf höhere Planeten gehen kann. Now Prahlad Maharaj, Nrsimha is speaking. Prahlad, what do you think? So Prahlad Maharaj, was denkst du? Dein Vater, ich habe ihn in meinen Schoß genommen. Was denkst du, Prahlad Maharaj? Ich habe sein Brust aufgerissen, seinen Bauch aufgerissen. So ich habe deinen Vater mit meinen Fingern, mit alles berührt. So denkst du, dass der Vater wieder runterfällt. So, der Vater ist immer mit mir. Also ganz egal wo, es werden 21 Generationen, die werden befreit. That doesn't mean there is one nice Siddhantas there. You know, that doesn't mean also das bedeutet nicht, Hiranyakashipu, his father, mother, his father, mother, his father, mother, dass vom Hiranyakashipu sei Vater, sei Vater, sei Vater. Vishwanath Chakravarti, der sagt ihm, der Prahlad Maharaj, actually, I cannot say there is Jivatma still. He is Siddha Prahlad Maharaj and now Sadhan Siddha Prahlad, two kind of Prahlad. I can speak after, not now. I mean, this Jivatma, Prahlad Maharaj taking birth. Prahlad Maharaj, der was Geburt genommen hat, vielleicht in vergangenen Familien. Previous family. When he took birth before, that father, mother. Also die Mutter, in der er geboren worden ist, die werden alle befreit. Also die Mutter und Vater, wo er im letzten Leben gehabt hat. Prahlad Maharaj speaking, what to speak about your glories. Anywhere you are staying, any insects, lizard, cockroach, spider, anywhere you are living, all this environment become very pure. They are lucky. Yes, a Bhagavad Bhakti is so powerful, you see. Now Nrsimha Bhagavan speaking. Now question is there. Nrsimha Bhagavan, der spricht jetzt, warum eben Prahlad Maharaj den Zweifel ausdrückt, dass der Vater nicht wirklich einen Benefit davon hat. Vishwanath Chakravarti, der sagt, dass eben wenn Nrsimha den Körper berührt hat von Prahlad Maharaj, dann kriegt es den höchsten Benefit. Aber warum fragt jetzt doch Prahlad Maharaj wieder nochmal, um eben, Vishwanath Chakravarti sagt, um eben ein Zertifikat zu kriegen. Aber doch hat Prahlad Maharaj, damit er eben gefragt hat, mit ihm jetzt damit er das Zertifikat dem Herz sagen kann. So das ist, warum Nrsimha das Zertifikat gibt zum Prahlad Maharaj. Sadhu asukule yato bhavan vai kula pavanaha. A great devotee like you is so a most pure person. So eine große Persönlichkeit wie du
Du musst nicht so Frage stellen. Ist automatisch befreit. 21 Generationen sind befreit und frei. So nice. Prahlad, you know, if anybody asking me, also Prahlad, oh Prabhu, we like to get one example of your devotee. Wir fragen jetzt, wir wollen jetzt ein Beispiel von einem Devotee sehen. Und dann Nrsimhadev sagt eben, du bist das Beispiel auf dem Weg der Hingabe. Prahlad. So, wenn jemand mir jetzt fragen sollte, oh, wir wollen ein großes Beispiel sehen für hingebungsvollen Dienst, nachher sage ich den Namen von Prahlad. Prahlad Maharaj, da kann man so viel lernen von ihm in seinem Leben. So, Bhagavan ist eben jetzt eben sehr glücklich und zufrieden, während Prahlad Maharaj so betet. Bhavan me khalu bhaktyanam sarvesham pratirupadrik. You know what Nrsimha is speaking? Bhavan. Bhavan means in Sanskrit you. So Bhavan, das ist ein ehrenwürdiges Wort in Sanskrit. Maybe there are so many devotees, but you are a milestone. Example, Pratirupadri. Also vielleicht sind sehr viele Devotees, aber du bist ein wirkliches Beispiel, ein wirkliches Exempel, ein Meilenstein. So, was ist der Benefit von deinem Vater? Du fragst über das nach. Denkst du, dass der Vater runterfällt, obwohl ich ihn eigentlich schon berührt habe? Mit meinen Nägeln. When I touch anybody, automatically he is going to, you need not put any question. Still you are putting questions, so I get certificate. I am giving certificate. Madango sparsanenango lokanu jassati suprajaha. They can go high and high. They cannot fall down anyway. Now after that, after so much, you know, Prahlad Maharaj, now you see, when das 7. Kanto startet, dann finden wir vor, dass Yudhishthira Maharaj vor dem Narad so viele Fragen stellt. Und jetzt kommen wir wieder zum Yudhishthira Maharaj, zu Sukadev Goswami. Der stellt dort Fragen. Bhavanu sutimicchami ninam dharmaha sanatanam varnasramacharu yutam yat pumano bindate param. Here is you all. Now I like to hear in details about, you know, infrastructure of this society. I mean, Varnasram Dharma, and what is your suggestion? We like to hear. Varnasram Dharma, Bhavanu Sotumichami, Bhagavan Sotumichami, Nrinam Dharma Sanatanam. Now I like to get detailed information about Sanatan Dharma. Also jetzt möchte ich bitte Bescheid wissen über die detaillierte Information über Varnashram Dharma. So, was ist die Aufgabe von allen Menschen? Was ist die Duty, die Aufgabe von der Frau, vom Mann, vom Kshatriya, von einem Brahmana, von einem Shudra, alles das kommt jetzt da. Was ist die Aufgabe von einem Brahmacharya? Wie erhalten sie das? Was ist der Duty von einem Sannyas? Das sind jetzt alle Fragen, was Narad vor Yudhishthira Maharaj spricht. So Narad, der spricht jetzt grundlegende Dinge. O Rajan, O Yudhishthira Dharma Moolam. It is my first instruction
So ist es meine erste Instruktion. Narada spricht Dharma Mula hinam. Also die Basis ist, der höchste Herr ist die Basis. Supreme Lord is the basic thing of everything, Dharma Mool. Sanatana Dharma, if you want to find out the root cause of Sanatana Dharma, you can find Krishna standing there. You go back and back and back and back and back, Krishna. Also Sanatana Dharma ist Krishna, ist der Ausführende. Wenn du alles zurückgehst, wirst du zu Krishna kommen. Was Krishna in der Bhagavad Gita spricht, wer ist Sarvayaraham Evavedya. So wenn du durch all die vedischen Schriften gehst, wenn du nie damit vorfindest, dann ist das nutzlos, den ganzen Schwierigkeiten jetzt auf sich zu nehmen, durch all die Schriften zu gehen. Und so meine Fragen, wer ist Brahman, wer ist Sannyasi, wer ist Brahmachari? Oder wie man im Gurudev seinem Haus wohnt, was ist die Aufgabe von den Frauen? And Brahman, how they maintain samu, damos, tapo, saucham. This way giving samu, damaha, tapaho, saucham, santo, sakhanti, arjavam, jnanam, dayachuto, matmatatyam, satyam cha, Brahma Lakshanam. Sauryam Viryam Dhritis Tejas Tyago Shatmo Jayo Kshama Brahmanateya Prasadascho Satyancho Kshatra Lakshanam. Deva Guruvachute Bhakti Stivargo Paripushanam and Astikyam Udyamno Nityam Naipunyam Vaishalakshanam. Shudrasya Sannoti Saucham Seva Saminya Amayaya Amantro Yagyo Hi Asteyam Satyam Go Viprarakshanam. This way, Varna and Ashram. Now Bhagavan, Brahma speaking all in different ways. So erklärt ihm jetzt Brahma alles über die Ashrams, wer ist Brahman, wer ist Kshatriya, wer ist Vaishya, wer ist Shudra. Und wie Brahmacharya jetzt erhalten wird und das Leben beim Guru. Es sind so viele Ratschläge jetzt da. 8 kind of different maithun. So you have no right to see. Birds and seabird and he-bird mixing, you have no right to see. Sea dog and he-dog, you have no right to, you are doing brahmacharya. Also wenn du Brahmacharya bist, dann darfst du keine schlechten Bilder, kein Hund und Hunde zum Beispiel sehen beim Geschlechtsverkehr oder Affen. Du darfst keine schlechten Bilder sehen. Alle deine Sinnesorgane müssen unter Kontrolle sein. Du darfst nicht auf die Dinge schauen, wenn du Brahmacharya erhalten willst. Und Sannyas Ashram. Very careful. So many instructions there. Also so viele Instruktionen, aber wir haben eben nicht die Zeit, das alles genau durchzunehmen. Aber einen wichtigen Punkt will ich jetzt noch aufsagen. Wer ist Brahman und wer nicht? Actually, in heretical factor, if you say, we are all Brahman in heretical factor, I can prove it is not true. Also, who is Brahman? This body Brahman? So, wer ist Brahman? Der Körper ist Brahman oder ist der Geist Brahman? Oder sind alle Familienmitglieder Brahman, die Linie, die Herkunft, die Rasse? Also, das ist die Frage. If all family, heretical factor, they are Brahman, then why we find so wenn alle jetzt in der Familie Brahmanas sein, wenn dann jetzt zum Beispiel, okay, einer geboren wird, aber der wird zum Sudra,
Also wie ist es möglich, dass zum Beispiel Ajamil sein brahminisches das Leben aufgegeben hat und ist dann runtergefallen zum Shudra und hat die Gemeinschaft nochmal mit einer Prostituierten. Hat seine ganze Position verloren, so wie Dundukari zum Geist worden ist. Er sei immer weiter und weiter nach Dhammas runtergegangen. So wie ist es möglich? Das bedeutet, dass der Körper nicht Brahman ist, der Geist auch nicht Brahman. So das Samskaras, die Eindrücke, was du angenommen hast, das Sein, das ist Brahman. Wenn die ganze Welt den Punkt hört, die werden was fühlen. Chaval Satyakam, der ist auch vom Gautama Rishi gekommen. Gautama Rishi fragt, bist du Brahma? So, wer ist dein Vater und was ist deine Identität? Und Shatakam geht jetzt zurück und kein Vater ist da. Die Mutter fragt, wer ist mein Vater? Und die Mutter sagt, okay, ich kann nicht sprechen, irgendwie, ich habe denen Brahmanas dient und irgendwie habe ich die gekriegt. Und das Gleiche sagt dann ist er wieder gekommen vor dem Gautama Rishi und so viele Jungs, die sitzen jetzt da und er spricht dasselbe und alle horchen zu. Und er sagt, oh, ich habe meine Mutter gefragt, aber sie kann nicht sprechen über meine richtige Identität. Sie sagt, ich habe einen Sohn gekriegt und alle Buben jetzt in der Versammlung, die lachen. Aber Gautama Rishi sagt, stopp, lacht's nicht. Alle Buben, die lachen, hahaha. Aber Gautama Rishi sagt, na, lacht's nicht, das ist nichts zum Lachen. Nachher sagt er zu ihm, oh, komm her. Und sagt er, du bist Brahman. Weil du eben die Wahrheit gesprochen hast, das zeigt, dass du ein Brahman bist. Vor der Versammlung, so ich akzeptiere dich als Brahman, als mein Schüler. Komm her, du bist wirklich ein Brahman. Brahmane arjavo sakshat Shudre anarjava lakshanam. Brahmane, in Brahman, we cannot speak a Brahman, a brahmachari, a sannyasi, they are already Brahman. They are speaking lie all day and night. For very small interest, they are speaking lie. They are sannyasi, they are brahmachari. So do you think? Seine sannyasi or seine brahmachari? As per Bhagavan, no, not at all. For small interest, smallest interest, they are speaking lie. Also wenn du für das kleinste Interesse Lüge sprichst, dann bist du kein Brahmana oder Brahmachari Sannyasi. Und du sprichst vor der ganzen Versammlung deine Familiengeheimnisse. Aber du hast den Spirit, eben die Wahrheit zu sprechen. So deswegen nehme die an als Schüler. Javal Satyakam, das ist das beste Beispiel für das. So it's the example you see. I can give so many examples, one by one. You can go mad. Also er kann so viele Beispiele geben, eins nach dem anderen. Nohush, now by the cards of, Rishi, Agastadi, he take the form of Python. Also da hat er die Form von einer Python angenommen. Und die fragen Yudhishthira, wer ist Brahman, wer nicht? Und er sagt, Yudhishthira Maharaj antwortet, dass der Spirit, die Samskaras, Brahman sein, der Körper ist nicht Brahman. Und schon würden wir alle Brahmanas in Brahmana-Familie kriegen. Aber warum finden wir,
dass Vaishishta Muni Brahman worden ist. This way, so Yudhishthira speaking, so Yudhishthira Maharaj das sagt eben, dass jede Frau, die kann Geburt geben zu irgendeinem Baby. So Varnashram Dharma muss eben ganz geschützt werden. Das ist auch die Instruktion von Mahaprabhu. Daivi Varnashram Dharma bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwas machen können. Dass zum Beispiel eine westliche Frau einen Inder heiraten kann, das geht nicht. Da gibt es keine Evidenz, keinen Beweis. Also du musst dem folgen. Daiva Varnashram Dharma, das bedeutet, durch deine letzten Samskaras und die Position, was du jetzt momentan kriegst, nach dem musst du handeln. In one Brahmin family, in Mahabharata, everywhere I can show. In one Brahmin family, one son became Brahman. Another son became Kshatriya. Another became Sudra. I already told. In einer Brahmanen-Familie ist einer ein Brahmana geworden, einer Kshatriya und einer Sudra. So, wir müssen die Kapazität haben. Im 5. Kanto, der Sohn von Rishabdev, so 81 seien dann reine Brahmanas geworden. Obwohl Rishabdev ist ja Kshatriya. What to do? You see? So it is Daiva Varnashram mean according to our nature, also Daiva Varnashram, das geht nach der Natur. Nicht, dass du in einer Familie dort Geburt nimmst und du bist Brahmana. Das ist ganz falsch, wenn man das so auffasst. So Daiva Varnashram Dharma, das bedeutet, das geht nach deinen letzten Aktivitäten, was du bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn jetzt für Natur angenommen hast. Wenn du ein Vaishya Business bist, nachher wenn du dann Sannyas annimmst, dann willst du immer noch Geschäft machen. Also wer kann sagen, dass du Brahman bist? Also Griha Medha ist mit dem Sannyasi zusammen. Also wir können nicht erlauben, dass das ganze System zusammenbricht. Wir müssen richtig sprechen und alles unter der Führung von Bhaktivinoda Thakur und Prabhupada. Also wir haben kein Recht, das zu ändern. Kein Recht haben wir, das zu ändern, das Siddhanta. Wer sein wir, dass wir das ändern können? So, das muss 100% so weitergeben, exakt. Keine Veränderung. So, die 81 Söhne von Rishabdev sind Brahman geworden. 9 sind Kshatriyas geworden. Bharat Maharaj ist Paramahamsa. Und die, was Kommentare schreiben auf die Verse, die sagen auch, dass du manchmal Atapchal, also rohen Reis, wenn du in einem geschlossenen Behälter hast, in einem Tontopf für 2-3 Jahre, und wirst du vorfinden, dass da gewisse Insekten, so Skorpione,
wachsen. So deswegen sieht man, dass manche Skorpione, die kommen von Vater und Mutter und manche kommen von dem Reis. So Vashishta Muni und Dronacharya, wie sind die? Also ein Köcher, wo du so deine Pfeile hast. Also der ist geboren worden von dem Köcher, wo die Pfeile dran sind. Vashishta Muni von Urvashi und der eine von einem Topf. So wer ist jetzt Brahman und wer nicht? Also kannst Also du kannst aufs Gericht gehen, aber der Richter hat keine wirkliche Vorstellung, der kann nur auf der materiellen Basis sprechen. Also der kann das auch nicht antworten richtig, nur Sadhu, Guru und Vaishnava. Die wissen das, Vergangenheit, Zukunft und Jetzt. So, das kann er auch manchmal einmal besprechen, das Thema. Die Gesellschaft, die gibt große Ehre zu Ekalagva und Dronacharya haben sie haben gesagt, warum hat er ihn nicht als Schüler angenommen, wenn er seinen Finger abgeschnitten hat. Warum hat Parashuram die ganze Kshatriyas für 24 Generationen getötet? So, wie kann mir jetzt Parashuram kritisieren? Wer seien wir, um ihn zu kritisieren? Dass du vielleicht sagst, dass Parashuram kein Herz hat. So Parashuram ist sogar Avatar. Also das ist der Ram, ist Parashuram. So überall findet man den Ruhm über ihn. So vielleicht ist das Misskonzept in unseren Augen. Über soziale Kondition zu der Zeit. So die soziale Infrastruktur war komplett verschieden. So wir haben keine Idee. So deswegen geben wir dann vielleicht ein falsches Argument. So das ist eine dumme Gesellschaft. Dronacharya, zu dem sagen sie, ja, sie geben nicht, er gibt keine Lehren jetzt zu dem Schüler Ekalavya. Also die können nicht den Ruhm verstehen von Dronacharya und Arjuna. Long time you can go mad hearing. Oh, very nice. We are always thinking and passing remark very like a foolish man. We have no depth about scriptural analysis, nothing. But you should accept such a guru who is having both direct realization and scriptural analysis both. Sometimes you put in question Madhyamadhikari. Yes, Madhyamadhikari allowed. But Madhyamadhikari also have some anartha, trace of anartha. Also Madhyamadhikari hat auch einen gewissen Teil vom Anartha, aber Paramahamsa hat kein Anartha. Vielleicht kann ihm das nicht in Schwierigkeiten bringen, aber ein Hauch von Anartha ist da. Paramahamsa hat das nicht. Aber Madhyamadhikari hat auch das Recht, Einweihung zu geben, wenn sein Charakter okay ist. Und du kannst sogar dann
Erlaubnis eben fragen, dass du eben zum höheren Guru dann gehen kannst. Und wenn der Guru nicht neidisch ist, nachher sagt, du kannst gehen, dann ist es okay. So, Madhyamkari auf der Stufe, die haben eine höhere Stufe. But Madhyamadhikari, Kanishta, previous stage, it's not allowed. Second stage also not. Third stage is okay. You can take initiation. So von Madhyam Uttam. Also some Asmela Manutha can be there. Madhyam Uttam, von dem kannst du Einweihung nehmen. Ishvare tadadineshu balisheshu disassuja prema maitri kipo peksha karati ya samadamaha. I speak many times. Who is Madam? So this way, now question, a final question, who is Brahman, who is not? Brahman is body? Brahman is family? So ist Brahman der Körper. Brahman is a Baba. Brahman ist eine Stimmung, ein Bhav, ein Gefühl. Brahmani vicharate iti Brahman. Who is not having no connection with Brahman. Brahman means? Brahma Vastu, Krishna. Then you are not Brahman. Brahman means Also wenn du gerade Beziehung hast mit Brahma Vastu, mit Krishna, dann bist du kein Brahman. Du musst Beziehung haben mit Brahma. How you are Brahman? Ansonsten, wie kannst du Brahman sein? You are Brahmachari? So, aber wenn du sagst, du bist Brahmachari, Brahmachari bedeutet, der was immer reist. Brahma means not impersonal Brahma, Savishesh Brahma, personal Brahma, personified Brahma. Actually, you are Brahmachari, because you are always thinking about that Brahma. So, wenn man immer über Brahma denkt, dann ist man Brahman, Brahmachari. Brahmasari, Brahmachari, Chari bedeutet zu reisen. So, er ist immer beschäftigt mit den Themen über Brahman. Das ist Brahmachari. So now actually, 7th canto, 15th adhyay, now Yudhishthira Maharaj, Naraji Maharaj speaking, Rajas tamascha satyena sattancha upasamena cha etat sarvam guru bhaktya purusho hi anjasa ajayat. You have to defeat Raja by Tama, you have to defeat, Tama by Raja, you have to defeat Raja by Also Rajas Tamas, also du musst des Rajas aus dem Weg bringen mit Sattva und des Tamas aus dem Weg mit Rajas, aber du kannst ganz leicht rauskommen von allem, wenn du einen reinen Guru annimmst und zu ihm Dienst leistest. Dann kriegst du genug Kraft, um dich von den Einflüssen zu befreien. Also du kannst die materielle Fesseln durchdenken bei der Barmherzigkeit vom Guru, ganz leicht. Das ist ganz leicht. Wenn man Zuflucht sucht beim Guru. If you have some kind of desire, attachment, today or tomorrow you are going to lose all your power through that hole. Hole, you know? Also wenn du ein Loch hast von Anhaftung, nachher schlussendlich ist eine Möglichkeit, dass du alles verlierst. All your knowledge, all your bhajan power gathered. Also all dein Wissen, all deine Bhajan-Kraft, wenn du eine gewisse Anhaftung hast an materielle Dinge, das ist dann ein Loch und durch das Loch verlierst du heute oder morgen alles. Durch das Loch. Das ist der Schwachpunkt. Das Loch bedeutet das Schwachpunkt.
Das ist, warum Narad, der Muni, spricht, den Vers. Ist dein Name, Ruhm, Kraft, Wissen. Aber derjenige fühlt irgendwie sich nicht wirklich zufrieden. So durch das wird er dann heute oder morgen schlussendlich alles verlieren durch das Loch von materieller Anhaftung. So all dein Wissen und alles wird verschwinden. So wie kannst du also seine Kraft von Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, die spricht eben, dass er wirklich ausgezeichnet ist. Now I am going to enter into 8th canto. They actually Manu Vangsha. No. So jetzt gehen wir zum 8. Kanto. So many things there. I have no time to discuss all. Now we are going to discuss about Indradumna Raja, who by the cards of Agastya Rishi. So Indradumna Maharaj, der hat bei dem Fluch von Agastya Rishi die Form von einem Elefant angenommen. Now we are going to speak about that Gajendra-ji. Gajendra, Indradumna Raja. Jetzt fängt es an, das Thema mit Gajendra. Also es war ein großer König, der was Bhajan gemacht hat, und der große Rishi, der ist gekommen, aber er ist nicht aufgestanden, und nachher hatten der Rishi verflucht: Du führst dich auf wie ein Elefant. Du hast keinen Respekt gegeben an einer respektwürdigen Person. So, du wirst die Position verlieren, indem du die Form von einem Elefanten annimmst. Weil dein Kopf, dein Gehirn ist wie der von einem Elefanten. So, du fühlst es nicht für nötig oder wichtig, jemandem Respekt zu geben. Und er hat so den Fluch gegeben, und dann ist er runtergefallen und hat Geburt genommen als Elefant jetzt. Es ist an einem schönen Ort, wo ganz reine Flüsse sind, Früchte und alles ist da. Also die Beschreibung von dem Wald ist auch wunderschön. Aber über das kann man jetzt nicht alles im Detail sprechen. Aber dort hat der Indradumna Maharaj, die Person hat jetzt Geburt genommen als Elefant, und er denkt, er ist ein Elefant. Und er tut sich jetzt zusammen mit einem weiblichen Elefant und geht dann ins Familienleben. Manchmal geht er mit den Kindern dort und dorthin. Manchmal geht er eben in den Fluss baden und spielt mit den Kindern. Und er hat nicht einzigen Gedanken an das, was wirklich seine wirkliche Aufgabe ist. Und dort findet man eben vor, dass Sukadev Goswami, der spricht, dass da ist eben jetzt ein schöner See, und da ist auch Krokodil drinnen. Und der Elefant mit seiner ganzen Familie, der wollte ihm da ins Bad nehmen. Die wissen nicht, dass da das Krokodil drinnen ist. Aber sobald sie baden angefangen haben, auf einmal vom Nichts, hat das Krokodil den Fuß vom Elefant gefasst. Und der Elefant schreit jetzt auf, und alle Kinder, und die kommen jetzt auch in Angst. Oh, er ist wirklich von einem Krokodil gebissen worden. Und all die Familienangehörigen, die Frau, die Kinder, so alle helfen sie.
helfen sie rauszukriegen aus der Position. So, sie versuchen jetzt, sich gegenseitig mit dem Rüssel rauszuziehen aus dem Wasser, aber sie haben keine Chance. Manchmal kommt er wieder ein bisschen aus, ein bisschen ein bisschen aus, ein bisschen einer. Aber er ist nicht wirklich erfolgreich. So, das ist große Schwierigkeiten jetzt für Gajendra. So, Gajendra, das konzentriert auf, wie er eben jetzt da rauskommen kann aus der Situation. Nach einer langen Zeit versteht er jetzt, oh, ich habe Bhajan gemacht in einem früheren Leben, so warum nehme ich denn nicht da Zuflucht beim höchsten Herrn? Weil das ganze Universum ist unter seiner Kontrolle, er kann alles machen, was er will. So, die Menschen, die haben alle limitierte Kraft. Jeder hat eine gewisse Kraft, aber es ist limitiert. Aber der höchste Herr, der Supreme, der ist Almighty, der hat alle Kraft. So, warum wende ich mich dann ihn und bete zu ihm? So, Gajendra hat sich jetzt erinnert und das Mantra, was er chantet hat, und hat angefangen zu beten. Third chapter. Evam bevashito buddhya samadhayu manuhridi jajap paramam japyam pragayanman sikshitam. Evam bevashito buddhya samadhayu manuhridi. He wanted to resolve this problem in heart, mind, body, and intelligence here, or like to tally. Evam bhavusito buddhya samadhayo manuhridi. Final settlement. The elephant could come into final settlement to jog. I can chant the mantra. Jajapo paramam yapyam praga janmanu sikshitam. Praga means previous life. Previous life he got from Gurudev. Prag janmanu sikshitam. Now we started japa. Jetzt hat er angefangen, Japa zu chanten und zu beten. Oh, höchster Herr, oh, höchster Herr. How? Gajendra is speaking stotra, but not speaking any name. Gajendra, der spricht die Gebete, aber keinen Namen. Like in Vedanta, you cannot find any name. In Vedanta, only by symptom. Bhagavan is like this, Bhagavan is like this. Also du siehst ein die Vedas, da ist kein Name. Es bleibt Bhagavan ist so, Bhagavan ist so. So Vedanta ist ganz feine Logik. Transzendentale Logik. Kaum materielle Logik. So Vedanta, da siehst du dies, das ist so, das ist so, das ist nicht das, das ist das. Actually, Gajendra is just speaking just like, Vedanta. Gajendra, der spricht jetzt das, so wie Vedanta, ohne Namen. So Gajendra Vacha, Gajendra speaking, Om Namo Bhagavate Tasmai Yatu Etat Chidatmakam Purushaya Adi Bijayo Parishaya Bhidhimahi. Om Namo Bhagavate Tasmai Yato Etat Chidatmakam Purushaya Adi Bijayo Parishaya Vidhimahi Yasmin Idam Jatoschedam Jenedam Ya Idam Sayam Yo Asmad Parasmatcha Parastam Prapadya Sanghubam Yasmin Idam Jatoschedam Jenedam Jaidam Sayam Jo Asmad Parasmatcha Parastvam Prapadya Sanghubam. This way we can see like Vedanta. So, das kann man jetzt so sehen wie Vedanta. Er betet in ganz feinen Technik und Art und Weise. Nur der höchste Herr kann verstehen, dass er mir jetzt ruft. Brahma und Shankar und die können nicht verstehen, wen er ruft.
Also das findet man da vor, dass eben alle kommen, die Brahmanas, Shankar, Indra, Shiva, und die denken sich, oh, vielleicht ruft er mich, vielleicht ruft er mich. Oh, er ruft mich, er spricht jetzt nicht den Namen, aber vielleicht meint er mich. So, aber wir können nur gehen, wenn er unseren Namen ruft. This way, Gajendraji brings Statra, very nice. We can discuss this Statra tomorrow very nicely, and we can go to discuss all about the eight canto content, everything. Now I like to finish here. If you have any question. So first, I started with this sloka. What sloka? You can remember? Naitat manu me tava katha sabaikunthanad sampriyate durita dushtam sadhu tivram kamaturam harsasok vayashanartam tasmin katham tava gatim bimisami dina tasmin katham tava gatim bimisami dina. Om Namo Bhagavate Tasmai Yato Eta Chidatmakam Purushaya Adibhijayo Parishaya Vidhimahi Vancha Kalpatarvasya Kripasindevacha Patitanam Pavanabha Vaishnavabhyo Namo